So, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigung für die etwas späte Verspätung. Seid aber trotzdem gegrüßt. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, Hallöchen, Christian, Matthias und Miki und Andi, Melmel, Sarah, Jensemann und Buffmorda, Stefan, Major Tom Elderil, Hallöchen, Japan-Fan natürlich auch, hallo. Andi, hallo. Nightjack, Martin und Matthias Pohl. Ich glaube, und Eddie, hallöchen. Ich glaube, ich habe jetzt mehrere Mal jemanden vorgelesen. Ulgrim, hallöchen. Das ist ein Point-and-Click-Spiel, genau. Das habe ich schon ewig mal vorgehabt zu spielen. Und jetzt nach dem Abschluss von Pray for the Gods, also nachdem wir das gestern durchgespielt haben, habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mal. Weil es sind auch nicht mehr so viele Spielewünsche übrig. Und ich wollte ja was zum Runterkommen nach Pray for the Gods, weil das ja teilweise sehr, sehr Adrenalin geladen war. Xaticux, hallöchen. Ein wunderschön. Ich schau gleich wieder in den Chat. Ich schau gleich wieder in den Chat. So. Ah, sehr schön. Sag Tux, freut uns, dass es dir gefällt. Freut uns sehr. Wir geben uns Mühe. Aber was war denn das, Christian, was war denn das heute mit dem Dortmund? Die Pfeifen. Bayern auch. Irgendwie wollen beide dieses Jahr nicht Meister werden. Hey Andi, Dankeschön für deinen Sub-Status. 21 Monate. Herzlichen Dank für Andi. Was war denn das mit Dortmund heute, ey, wirklich? Schießen in der 93. das 3-2 und kriegen in der 97. das 3-3. Was ist da los, ey? Darfst du keinem erzählen? Darfst du keinem erzählen? Ja, denke ich auch, Chris. Also nach dem 3-3 von Stuttgart denke ich schon, dass wieder Dortmund Bayern Meister wird. Aber mal gucken. Und euch so? Geht's gut? Einen schönen Tag gehabt? Mickey Maus, wie geht's dir? Und Mr. Caster, hallöchen. Japan, Buffmorda, Jensemann, Christian, Tom, Matthias, Martin, Andi. Wie geht's euch? Sarah, Eddie, Mel, alle wie ihr da seid. Ja, werde ich wahrscheinlich. Wann kommt denn das Spiel raus? Wann war denn das? Ende April oder Ende Mai, Anfang Mai? Der Mond hat ein Loch. Mache ich gleich, Tom.
27. April, okay. In 3 Tagen kommt schon, oder in 4 Tagen kommt schon das DLC von Horizon raus. Hallo Prometheus. Viele nebenher etwas Anno am PC, na das ist schön. So, also für alle, die es nicht kennen. Ich kenne es auch nicht. Das Spiel soll so sein, ungefähr ein bisschen angelehnt an die Spiele Black Mirror 1 und Alter Ego. Das sind 2, sagen wir es mal so, Horror-okkulte Point-and-Click-Spiele mit Horror und okkulten Setting und Geschichte und Szenario. Und das hier soll auch so sein. Spielt in Kroatien. Und die Handlung steht unten in der Videobeschreibung. Ich bin bis 8:30 da. Da steigt meine eigene Party. Wie? Was für eine Party, Eddie? Hast du Geburtstag? Nee. Eddie hat nicht Geburtstag, oder? Nee, Geburtstag ist er. ...2:0 geführt, Dortmund. Ach, Eddie hat morgen Geburtstag. Na dann. Die würden dir ja heute schon gratulieren, allerdings können wir das ja erst 0 Uhr. Sechs Bierchen getrunken, bin heute gefrustet. Wieso das denn, Matthias? Und Alkohol macht's nie weg. So, der Bot ist auch hochgefahren. Ah, scheiße. Bin sofort wieder da, Leute. Bin sofort wieder da. Ich starte schon mal das Spiel und mach die Werbung rein. So. Sveti Kotar. Na, da wollen wir mal. Oh scheiße, ich habe ja noch 60 FPS und 1440. Na, ich hoffe, dass beim Point-and-Click-Spielen, dass das funktioniert. Das sollte. Bei PC-Spielen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Zack. So. Gut. Wir sind gespannt. Bin sofort wieder da, Leute. Sowas aus der Küche holen. Habe ich gerade mitbekommen, dass ich es nicht hier mit drin hingenommen habe. So, bis gleich.
da bin ich. Huch. Entschuldigung, Leute. Jetzt geht das schon wieder los, Leute. Ich krieg die Graupen. Wie war denn das nochmal? Ich probiere es jetzt mal außerhalb des Fensters. Vollbild. So, noch geht's, ne? Mal schauen. Wie haben wir denn das umgestellt? Das hatten wir doch bei jedem PC-Spiel bis jetzt gehabt. Diese Ruckelei. Chrono, Hallöchen. Ach so, ich glaube, das liegt hier ran. Jetzt geht's, oder? Geht's? Schreibt mal rein. Jetzt müsste es gehen. Schreibt mal bitte rein, ob es jetzt geht. Hier, hallo, Test, Test. Geht's jetzt? Ja, es müsste jetzt gehen. Seht ihr mich? Ach Gott, der Chat-Delay. Leute, ihr müsst mal dringend. Aktualisiert mal den Stream durch das Geruckel. Seid ihr hinten dran. Dadurch haben wir extrem Chat-Delay. Müsste jetzt funktionieren. So, gut. Neues Spiel, neues Glück. Bin gespannt. Father, please don't leave. It's dark. The witch could be hiding in here. Don't do this. I'm sorry if I have sinned. I didn't mean to. Please. Okay, ich gehe mal nach rechts. Weil ich verdecke gerade den, ich glaube mal den ich spiele. Und wir sind ein Kind, was irgendwie eingesperrt wurde. So, ich gehe mal nach rechts mit der Facecam. Und ein bisschen kleiner mache ich mich. Ja. So. Ramstone, Hallöchen. Aktualisiert mal alle den Stream, bitte. Weil es kann sein, dass ihr mega Chat-Delay habt. Jetzt durch diese Ruckelei. So, bewege den Cursor mit der Maus, dem linken Controller-Stick. Drücke die linke Maustaste, untere Steuertaste, um die Figur zu bewegen. Okay, man sieht ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da läuft ein kleiner Junge in der ganz dunkel. Ah, das ist ganz dunkel. Das ist aber mit Absicht bestimmt so. Drücke und halte die rechte Maustaste, um interaktive Objekte zu markieren. Ah, okay, sowas wie Hotspot. Hier ist ein Nachttisch.
Und hier ist eine Kerze. Ich gehe mal zur Kerze. Mother has dozens of the same in her room. Each has an engraving with a big scary eye inside a triangle. Großes, gruseliges Auge in einem Dreieck, das ist doch das Illuminati-Zeichen, oder? Oder Freimaurer, oder was ist das? My old nightstand. Mother said they threw it away. There's a matchbox inside the drawer. Mhm. Drücke bei der linken Maustaste auf die Streichholzschachtel, um den Gegenstand aufzuheben. Okay. I can now try to light up the room. Benedek, where are you? Mother, I'm in the basement. For God's sake, you'll get seen in that place. Get out immediately. I'm still waiting to hear the prayers, son. What are you waiting for? You put him there? Why would you do that, Joseph? It's his behavior that did that to him. He was good all day. He helped me with the weeds and the food And he talked to a kid at the funeral. when did this happen? I didn't see him. Of course you didn't. Because you don't care of this family. I do. I should lock you all downstairs. You all need to learn. Where is she? Where's our daughter? Krasser Scheiß. Okay, man kann hier das Inventar öffnen. Also der Vater ist nicht ganz sauber. Sehr religiös. Streichholzschachtel plus Kerze. Help! Mother! Help me! Huch. You silly. What are you doing? It's me. Ist unsere Schwester? I'm sorry. I thought you were that witch. How many times do I have to tell you? Witches don't exist. And it's just the two of us here. Mhm. Er versucht nur, uns mit Geschichten Angst zu machen, damit wir nichts falsch machen. Du irrst dich, Vater würde uns nie anlügen. Warum bist du hier? Warum bist du hier, frage ich mal. Why are you here? I heard Father talking to himself before going to get you in your room. So I ran here and hid. But why? You know he's going to be very angry at you once he finds out. Because I've promised I wouldn't let you be alone in the... And when I promise something... You never break a promise. I know. I'm glad you were here. Vater würde uns nie anlügen. Ich glaube schon, aber ich mach's trotzdem mal. You're wrong. Father would never lie to us. About what now? About the witch that cursed our bloodline. He's just trying to scare us with stories so we don't do anything wrong. And today you did wrong, so he punished you by locking you down here in the dark. What did I do? I still don't understand. You talked to that tall boy. Don't you remember? We are not allowed to talk to other people anymore. They are evil. I thought that meant we must avoid adults. How am I supposed to make friends then? Mother said we have each other and God. She's right. I don't think we need anyone else. Ich kann das weiße Gesicht unserer Tante nicht vergessen. I can't forget our aunt's white face. Me neither. She looked so different. Her head was so bloated and pallid. And her eyes and hair, so dark. Haben die Leiche gesehen oder was? The curse did that to her. Don't be ridiculous. She's at peace now. That's all that matters. I hope she is. Your aunt was one
once such a beautiful woman, full of life, a perfect creation of God. But her fate was nothing more than a Sunday morning rite, and the witch's curse just a fairy tale story. Evil is everywhere, my dear children. It is hiding in the shadows of this world. It takes form of animals, and it possesses people. Father, please forgive. You should look up to your sister. Unlike you, she values God and this family. It's my fault he went to talk to that boy. I ignored him because I was looking into the coffin and I lost sense of time. You must learn to be alone with God. You must learn. You all must learn what true faith is. I beg you, don't hurt him anymore. It was just a dream. I often think about that peculiar day, but I've never relived it so vividly in my dreams. Why now? Why in this place? I need my glasses. I can't even think without them. Okay, wir haben das anscheinend nur geträumt, aber ich glaube, das war aus seiner Vergangenheit. Okay, jetzt haben wir erstmal Inventaraktualisierung. Was haben wir denn alles? Also wir haben eine Bibel, wir haben einen Rosenkranz und wir haben einen Reisepass. Das Bild ist mit Absicht so verschwommen, glaube ich. Wir brauchen erstmal unsere Brille. Deswegen gucken wir mal die Sofarückenlehne an, dass wir hier klar sehen. Nothing here except a thick layer of dust. Okay, nur Staub. Sofakissen. The fabric is full of moth-eaten holes, though too small for my glasses to have fallen through. Okay. Ah, here they are. Fallen to the floor, but still intact. Thinking of the dream I had, I don't remember going to sleep at all. We came in, and then... Victoria and Nikolay went upstairs to prepare for the castle, and then... nothing. I must have fainted. I have to talk to Victoria at once. Okay, wie soll man mit Victoria reden? Hier sind Gedankengänge anscheinend. Ah, Aufgaben. Okay. Das hätten sie natürlich ein bisschen besser darstellen können. Ich weiß nicht, wir haben noch keine Karte, soll das bestimmt heißen. Aber hier wirst du ja aus der Immersion gerissen, wenn man sowas liest. Oh, abgeschlossen, aktiv. Sprich mit Victoria, okay. Ich muss mit Victoria sprechen. Wo ist sie? Okay. Wir gucken uns erstmal überall um. Wir haben hier einen Außenbereich. Those tall, dark trees strike me with dread, even in daylight. It seems like I'm not the only one to have that feeling. The path ends abruptly right at the entrance of the forest. Das Spiel gibt's leider nur auf Englisch, also mit englischer Soundausgabe. Vielleicht kommt irgendwann mal später, wie bei Monkey Island, eine deutsche Sprachausgabe dazu, bei dem neuen Monkey Island. Aber bis jetzt erstmal nur Englisch und es ist auch nur von 2 Leuten gemacht worden, das Spiel. Aber Point-and-Clicks. Da sollten auch 2 Leute für genügend Qualität reichen. A cold black fireplace that hasn't been used in ages. The same feeling I'm getting from the rest of the house. Stimmt, das ist ganz schön unheimlich, das Haus, hat er recht. Und verlassen sieht's aus. Wir haben hier eine Lampe. Hier ein Gemälde. Und wir können auch hier da hinten die Treppe hochgehen. Hier. Gucken wir aber jetzt erstmal das Gemälde an. This woman eerily reminds me of Victoria in her younger days.
I checked it last night. It's useless. There's not enough oil inside. Hier ist nicht genügend Öl drin. Und Japan, seit 43. Herzlichen rein für Japan. Weihwasserbecken. So, ist der Sound laut genug und ihr kennt auch grafisch alles, ja? Is this meant to represent a basin? Like at the entrance of a church? This is blasphemy. Ah. Ist das vielleicht Öl? Für die Lampe? Die wir dann, also was wir dann für die Lampe benutzen können? That's not holy water for sure. It has a weird smell. Looks disgusting. I'm staying away from it. So, wir gucken dann gleich mal das Inventar an. Reisepass und Corporations. Okay, wir haben da eine Flüssigkeit im Weihwasserbecken. Alter, hab ich wieder erschrocken. Kamin. Dankeschön. Sehr lieb von dir, Japan-Fan. Willkommen im 43. Monat. Kannst ja mal eine Postkarte schreiben, wie es da so ist. Sehr lieb von dir. Die Herzen sind für dich. So, hier unten haben wir, denke ich mal, alles, oder? Tür. Ich bin gespannt auf das Spiel. Hatte schon öfters mal im Kopf gehabt, das mal zu streamen. Hat mich immer abgeschreckt. It's locked. Victoria or Nikolay must have found the key and locked it while I was asleep. Okay. Na gut, ist schon besser so, wenn man sich schlafen legt, dass man die Tür abschließt. Vor allem hier, wenn ich das Haus so sehe. Ich will gar nicht wissen, wie es draußen aussieht. Werden wir aber bestimmt demnächst auch tun, wie es dann aussieht draußen. Es hat mich abgeschreckt, dass es nur Englisch ist, aber ehrlich gesagt, ich denke mal, wir werden es trotzdem unseren Spaß haben. Blackwolf, Hallöchen. Game Sound lauter, okay. Dann stelle ich jetzt auf maximal, ja? Also noch lauter geht's jetzt nicht. Wartet mal, wir könnten natürlich... Könnte hier noch die Sprache... Musik ein bisschen lauter. Soundeffekte insgesamt ein bisschen lauter. Sag mal Bescheid, ob es jetzt besser ist. Ob es jetzt genau die richtige Lautstärke hat, wenn es dann hier losgeht. So, wir gehen mal nach oben. Gucken aber vorher mal das Inventar an. Wir haben hier eine Bibel. I still remember my father's exact words. This Bible is part of your body now. At all costs, you must keep it until death comes. I still remember my father. Okay, also man kann nur einmal immer angucken. Zumindest die Bibel. Rosenkranz. It repels the darkness and keeps its fiends away from me. It repels. Okay. Und den Reisepass. It's a personal document that allows me to cross borders. Vergesst eure lieben Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. Hier ist auch wieder ein dunkler Raum. Wir haben hier einen... Ach, den habe ich gar nicht erkannt. Hier steht Nikolay. Erkennt ihr den? Der war perfekt getarnt. Der guckt einfach mal auf das Gemälde. Ich mache am besten erstmal den Vorhang auf. Ich will hier was sehen. Please, don't. I tried opening them, but the light was just too strong for my eyes. Okay, wir sollten es doch nicht machen. Nikolay hat gesprochen. Wir reden mal mit Nikolay. Nikolay? Yes, Benedek? Wo ist Victoria? Where's Victoria? I don't know. Das war ja sehr aussagekräftig. Hast du den Schlüssel zum Haus? Die Tür scheint verschlossen zu sein. Do you have the key to the house? The door appears to be locked. I don't know where the key is. Was ist denn mit Nikolay los?
Hast du die geringste Ahnung, warum Victoria dieses triste Haus gemietet hat? Do you have the slightest idea why Victoria rented this dreary house? I don't even know how she found it. Looks like the owner is some kind of artist. Or is at least convinced to be. Very morbid taste. Strange figures. I agree. I've never seen so many masks in my life. Especially not placed on walls. Ja, ich denke auch Xakitux. Ja, hier steht einer direkt vor. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Hier direkt vor mir. Also hier sind wir. Und hier steht Nikolay. Der guckt die ganze Zeit wie traumatisiert auf das Gemälde hier. Aber es ist so dunkel, ich glaube nicht, dass er das erkennt. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Masken gesehen. Vor allem nicht an den Wänden. Ja, das stimmt. Hier sind viele. Das ist ein seltsames Bild. Der meint bestimmt jetzt das, was er hier anguckt. That's a strange painting. It is. Take a better look at it, and tell me what you see. Why? Please, do as I say. I'll get to the point. Aber bevor ich da rangucke, sollte ich vielleicht mal Licht machen. Was gibt's denn hier noch? Warte mal, wir probieren's mal. Schatten. Ganz schön unheimliches Gemälde. That is not a mere shadow. It's a symbol of darkness, of evilness devouring this lost man. That is not a mere shadow. It's a symbol of darkness, of evilness devouring this lost man. Die Augen sehen aus wie ausgehöhlt. Mean eyes at the edge of a wicked soul. Und? A snake-like mouth implies a man who cannot be trusted, at the very least. A snake-like... Sonst war's das, ha? Mal raus hier. Ich habe mir das Bild genauer angeschaut. I've taken a closer look at the painting. You don't recognize this man? I've never seen him before. And nothing happened to you by looking at him? Why would anything happen to me? Last night, after your sister and I came upstairs, she was getting ready for the castle, and I was standing right here, and... I wonder, yesterday when we boarded the train, was anyone else in our cabin? Ich sehe den auch nur ganz schwach, Major Tom. Ich sehe den auch nur ganz schwach. Ich frage mich, ob gestern, als wir in den Zug stiegen, noch jemand in unserem Abteil war. Also, du hast nicht geantwortet. Warum sollten wir etwas zustößen? Ich mach mal die Nummer 2. You haven't answered. Why would anything happen to me? What's wrong with this painting? I don't know yet. Please, just follow me as I go over yesterday's events. I'll get to the point. Okay, nur wir 3 waren im Abteil. Just the 3 of us. But once the train left Budapest, wasn't there a man who came in? By placing the sign, "Do Not Disturb" on our doorknob, I made sure this wouldn't happen. The only time that door opened was when the conductor peered in to tell us we have arrived at our destination. And when we left the train station, no one was following us? Didn't Victoria notice him? Notice whom? Your dear wife was over the moon to have finally arrived at Sveti Kotar. She couldn't stop talking about the place, but said nothing about anyone following us. Right. And on our way to the house, we stopped at the square. There was a strange ritual taking place, with a gigantic effigy. What was it like? And what about the mass of hooded people that gathered there? It was a dreadful scene. I remember the goosebumps when hearing the crowd pray as one voice, though. Let me tell you what happened after that. Wir haben den Weg gefunden, der uns zu diesem Haus führte. Was passierte, als Victoria klopfte? We found the path which led us to this house. What happened when Victoria knocked? Well, we realized the door was actually ajar. And the owner wasn't here. Just silence. Dead awful silence. It gave me chills.
will gar nicht wissen, wem dieses Haus hier gehört. Irgendein Künstler. Aber das ist sehr unheimlich. Sobald wir das Haus betreten haben, was haben du und deine Frau getan? Once we entered the house, what did you and your wife do? I said it before. We went upstairs to prepare for the castle exhibition. Leaving me to wander alone downstairs in complete darkness. You found nothing odd about the house being empty and unlocked? I did, but Victoria said it's nothing to worry about. So I just followed her. Also sind wir noch gar nicht zum Schloss gegangen. Wir wollten. We never went to the castle? You don't remember? Das letzte, woran ich mich erinnere, ist die Suche nach einem Licht und dann nichts mehr. Victoria hat mich in diese Stadt geschleppt, damit ich diese blöde Ausstellung im Schloss besuche. Nee, wir machen mal das erste. The last thing I remember is searching for a light. And then nothing. What do you mean? I mean, everything after was only a dream. But I don't even remember going to sleep. Ich glaube, Nikolay ist unser Bruder. Miggy. Nee, das kann ja gar nicht sein. Weil Elizabeth ist ja unsere Schwester. Victoria ist ja unsere Schwester. Das geht ja gar nicht. Wurde bis jetzt noch nicht gesagt, oder? Ah, Fallöchen. Victoria dragged me into this town to make me attend that piddling exhibition in the castle. We never went there, did we? Which means I left the monastery only to spend a horrible night in this house. We both fell into an inexplicable void. Something is terribly wrong here. Sag mir, was gestern Abend passiert ist. Was ist mit dem Bild los und wo ist Victoria? Tell me what happened last night. What's wrong with this painting? And where's Victoria? I'm afraid I don't have the answers. What happened is that while I was waiting for her to get ready, my attention was drawn by this painting. Next moment, I was seeing myself relive yesterday's events. With one difference. The man in the painting was there the whole time. The whole time? He was in our cabin, and he was that gigantic effigy the inhabitants set on fire. Shortly afterwards, he emerged from the crowd in human form again, unchanged, and then led us towards the house. Once we got here, he jumped on my back and asked me to carry him upstairs. I was happy. I felt like a father carrying his own child. Carrying this being on your back must have some weird symbolic meaning. He was holding so tightly that I could feel his long and sharp fingernails penetrate my throat. After we finally got upstairs, I was so upset and in pain that I had to throw him off. I quickly turned around to reprimand him and instead saw a human-sized crow with no eyes and a blood-stained beak. It croaked at me and then soared inside the painting. I wanted to run off, but couldn't. I was in shock, too terrified. That was the moment I woke on the bed, fully dressed and disoriented. Victoria wasn't here. Okay. Das kann ich gleich mal im Journal vielleicht nachgucken, Mickey Mouse. Welche Beziehung dieser Nikolay zu uns hat. Also ich weiß, dass wir zwei irgendwie religiöse Detektive auch sind. Also religiös. Irgendwelche Mönche oder so. Oder im Auftrag von der Kirche. Und aber auch Detektive sind. Was genau, das wurde noch nicht erklärt. Warum hast du mir all diese seltsamen Fragen über gestern gestellt eigentlich? Why did you ask me all those strange questions about yesterday? I had to separate the dream from the real, as the dream was startlingly real. Startlingly real, just like my own dream. Das könnte sein, Mickey Mouse. Da hast du recht. Und danke, Eddie. Aber bitte nur das Endergebnis immer reinschreiben. Wir sollten dieses verfluchte Haus sofort verlassen. We should leave this accursed house at once. After I woke, I noticed Victoria didn't even sleep on this bed. So I went downstairs to check if she was there, perhaps. I found only you, still asleep on the couch, and the door locked. That's when I started to think. We have to force our way out of here because we don't have the key. We are guests in this house.
And needless to say, men of God. We must leave without doing any damage. I've already searched this floor for a key and tried to open the balcony door, but it's locked or stuck in some way. What about the windows? Strangely enough, or maybe for a good reason, they are made in a way that prevents them from being opened. Stay here and give it a second look. Whatever you can find that could help us. I'm going downstairs to check. Force should be our last resort to leave. Or maybe we get lucky and Victoria comes back in the meantime. Let's hurry up then. Just don't look at the man in the painting again. We don't want to risk anything. Du kannst zwischen den beiden spielbaren Charakteren umschalten, wenn du beide Porträts auf dem Bildschirm siehst. Versuche zu wechseln, indem du auf das kleinere, unausgegraute Porträt drückst oder sieh in der Hilfe nach, um das Tastenkürzel zu finden. Ah, okay, hier. Ich könnte jetzt jederzeit zwischen den beiden Charakteren hin und her zwischen Benedikt und Nikolay. Das scheint unser Schwager zu sein, da hast du recht, Mickey Mouse. Zumindest klingt es so, als wenn Victoria die Frau von ihm ist. Von Nikolay. Klang gerade so. Und wenn sie unsere Schwester ist, dann muss er unser Schwager sein. Vorhänge. Nicht mehr auf das Bild gucken. Wie kann ich denn das hier? Warte mal, ich mach das mal einmal, damit dieser Tipp weggeht. Aber ich spiele erstmal einen nach dem anderen. Ich probiere erstmal mit ihm hier alles zu machen. Einen Weg aus dem Haus finden. Ich will dieses verfluchte Haus unbedingt verlassen, aber ich muss mich daran erinnern. Ich bin ein Mann Gottes, kein Wilder. Ich muss einen Weg nach draußen finden, ohne Schaden anzurichten. Schon ein bisschen unheimlich mit dem Typen da am Gemälde, wenn der dann auf einmal real da war und er den Anblick nicht mehr wegmachen konnte vom Gemälde. Codex Niva, Heart of Pagobice, and Dino Tominic. I've never heard of these works. Kleiderschrank. Können wir jetzt aufmachen vielleicht? I need light. Ah, für euch auch besser, hä? Also zumindest ein bisschen. Tür. Bett. A yellow blanket, wrinkled only on one side of the bed. A giant bowl made out of clay, filled with what seems to be some type of oil. Ah, Öl für die Lampe unten. Aber dafür müssen wir erstmal die Lampe mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir das mit ihm machen können oder mit Nikolay. Hier ist eine Schüssel. Ein Baumgemälde. Hier an der Wand. It's a giant tree with dozens of corpses hanging from its branches. Cornelia, Hallöchen. Skulls that feed its roots. Wenn da Leichen hängen an dem Baum, unzählige von den Ästen, was er gesagt hat, dann ist es der Galgenbaum. Ist so ein bekanntes Gemälde aus dem 30-jährigen Krieg. Kleiderschrank. All I see here is a lonely coat rack. Bett. A yellow blanket, wrinkled only on one side of the bed. Das heißt, dass nur auf einer Seite des Bettes jemand geschlafen hat. Dann war Victoria nie im Bett, weil Nikolay hat ja gesagt, dass er aufgewacht ist mit vollen Klamotten an. Dann war Victoria nicht im Bett. Dann ist die einfach so gegangen, während Nikolay geschlafen hat vielleicht. Aber sie hat die Tür abgeschlossen. Vielleicht will sie uns daran hindern, rauszukommen, weil wir sonst in Gefahr sind oder so. So, hier ist eine Tür.
Balkontür, hä, oder sowas? I'm pretty sure it's not locked, but rather just stuck. Not sure what's the cause, because both sides of the door are heavily grimed from the outside. Stark verrostet. Unter der Tür kann ich gucken. It looks like mud, and it has a sickly odor. How did it end up on a balcony? If I could push it back with a stick or something similar, I might be able to open the door. Okay, wir brauchen was Langes. Ganz kurz hier abfahren, ob wir alles angeklickt haben. Bücher hatten wir schon. Und vergesst eure lieben Däumchen bitte nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. Und diese kleinen Spielchen. Das Spiel ist aber übrigens relativ groß. Es soll zwischen 15 und 20 Stunden gehen. Das ist für einen Point-and-Click schon sehr groß. Aber wenn es Spaß macht, ist natürlich umso besser. Wie gesagt, wir spielen es wie jetzt die letzten Spiele alle von Anfang bis Ende durch. Ich weiß ja allerdings nicht, wie ich das mit Horizon DLC mache. Entweder ich spiele Horizon DLC danach oder ich mache es dann zu Release und mache dann danach das hier weiter. Wie wir das mit Final Fantasy und Resident Evil 4 gemacht haben. Als dann Resident Evil 4 rausgekommen ist, habe ich ja erstmal nur Resident Evil 4 gespielt und danach Final Fantasy 8 komplett weiter. Hier ist wieder so eine ekelhafte Maske. Okay. Da war nichts weiter. Warte mal. Ah, warte mal. Vielleicht können wir da oben so einen Bügel nehmen. Weil das ist doch was Langes, oder? Forgive me, God, but I must take this. I think it'll fit perfectly under the balcony door. Kleiderständer. Ich hoffe nur ein Teil davon. Ach Quatsch, falsch. So. An old and rotten piece of wood. Probieren wir mal. I was right. It fits perfectly underneath. Looks like there's mud on the outside. That should be enough to open the door. Ich mach mal die Tür auf. My God. Nikolay, come upstairs quickly. You must see this. Just a moment. Have to finish here first. Ach, jetzt haben wir automatisch den Charakter gewechselt. Okay, wir sind anscheinend mit Benedikt fertig, weil sein Porträt ist verschwunden. Jetzt müssen wir mit ihm noch alles machen und dann nach oben eilen. Ich will gar nicht wissen, was er da oben gefunden hat. Nicht, dass wir da oben unsere tote Schwester entdeckt haben. Das wäre bitter. So, was hat er denn eigentlich im Inventar? Ein Brief. I've already read it several times. Okay. Mehrmals gelesen? My passport. Okay. Also sehr gesprächig ist er hier nicht. Olle Nikolay. Vielleicht kann er was sehen, was wir mit Benedikt nicht gesehen haben. Wir nehmen mal die Lampe. Geht das? I don't need that. My eyes fare better in the dark. Okay, das ist schon komisch. Kann im Dunkeln besser sehen, meint er. A cold breeze is caressing my face. It's soothing. I could stay here forever. Also irgendwie ist er hier komisch. Mir kommt das so vor, als wenn der Nikolay nicht ganz bei Sinnen ist. Ist euch das auch schon aufgefallen? Erstens ist er sehr kurz angebunden und zweitens, er kann im Dunkeln besser sehen. Und er kann hier stundenlang vorm Kamin stehen, weil es so eine kalte Brise an seiner Wange gibt. Ich weiß nicht, ist ein bisschen komisch alles. Auch dieses sehr kurz angebunden im Gespräch mit Benedikt. So, wir probieren mal ihm mal die Tür. Was er dazu sagt. Bis gleich, Blinky. Danke, It's locked. Eddie.
It's locked. Okay, ist verschlossen. Weihwasserbecken? Das war vorhin nicht. Erstens war die Flüssigkeit nicht rot und zweitens war da kein Schlüssel drin. Da ist auch ein Schlüssel drin hier, oder? Seht ihr das? Hier? It doesn't look inviting, but I think I see something in there. Das war vorhin nicht in der Flüssigkeit. I should go check on Benedek upstairs now. Okay, wir haben den Schlüssel. Mal gucken, was er gefunden hat. Come closer. Take a look at this. Wo will ich das denn, Leute? Das ist übrigens eine Skulptur. Erstmal die Skulptur angucken. Die weichen mal aus. I must have seen this face before. Feels familiar in an uncanny way. Mhm. Ist ja auch nicht kurz. 15 bis 20 Stunden ist für einen Point-and-Click sogar sehr lang, Jensemann. Oh, God. Nicht identifizierte Masse. Krähenkopf. Vielleicht sind das nur die Eingeweide von dem Vogel. What is this? It looks like a mixture of earth, blood, and Flesh. what is? Flesh. All crows look exactly the same to me, but this one seems to be missing its eyes. Indeed. Just like the one in your dream. Arno, seit 18 Monaten. Herzen rein für Arno. Hallo Caligula, Mods und Chat. Hallöchen. Herzen rein für Arno und Eddie, mach's gut. Schön, dass du da warst und danke fürs Däumchen. Träum angenehm. Hier ist der Kleiderständer. Können wir den wieder nehmen? A rotten wooden stick. I don't need it. Okay, also mit ihm ist nicht. Wegen Kopf. All crows look. Indeed. Just like the one in your dream. Vielleicht wird jetzt von Nikolay der Traum hier Wirklichkeit, weil er da an das Gemälde geguckt hat. Weil erst seit er das Gemälde angeguckt hat, geht's ihm ja so komisch und gehen diese Ereignisse los. Was ist, wenn ich mit ihm das Gemälde angucke? Hä? Ach, der hat's umgedreht. Stimmt, hat er ja vorhin gemacht. Vorhin. Hier steht ein Text. The king. Der König. Die Soundbox hat sich gerade aufgehangen vom Alarm. Danke dir trotzdem, Arno. Okay, wir reden mal mit Benedek. It's my turn to demand something from you now. Take a good look at the balcony, and then we can talk. Wir sollen den Balkon genau angucken und dann können wir reden. Was war denn da noch? Oh, God. A rotten. What is? Flesh. Ah, hier Markierungen. Have you noticed these marks on the door? They were unnoticeable with the door closed. I don't think these are just random marks. It's a symbol, and it looks like it was made by sharp fingernails. Die haben wieder You zugemacht. understand now why I wanted to leave the moment I saw this house? Calm down, Benedek. I am calm, but we both don't remember what happened here, and we both had horrible dreams. And now this. Can you still smell that sickly odor? Don't you see the connection with your dream? Vielleicht habe ich letzte Nacht die Tür geöffnet und den Kopf der Krähe gesehen. Das könnte der Grund sein, warum ich diesen Traum hatte. Maybe I opened the door last night,
and saw the crow's head. It could be the reason why I had that dream. Doubtful. Something else is at work here. The crow looks like it's been recently decapitated, and the mud is still wet. Don't you wonder who did this? And why? I can't think clearly in here. Jetzt gerade kommt mir Nikolay als Vernünftiger vor, der rational denkt. Ich habe einen Schlüssel in dem Becken gefunden, das stimmt auch. I found a key inside the stoop. The key to the entrance door? Inside the stoop? I believe so. Haven't tried it yet. At least I won't have to walk over the devilry on the balcony, and risk an injury by jumping below. You think Victoria could be responsible? If it wasn't you, or even me, who else could have done it? The man from the painting? I knew it. Come on. You really think she's capable of such a thing? What's the matter with you? She may be my sister, but I don't know her anymore. I do know she's playing with things she doesn't understand. Dinge, die sie nicht versteht. Things she doesn't understand? Things no one should understand. The symbol, the decapitated head, blood and flesh. You mean with occultism? Witchcraft, I believe. She's playing the role of a witch to play with me, unaware of the consequences that will inevitably come. My wife is not a saint, but to think she's practicing demonic things is insane. Denkst du, sie hat uns letzte Nacht vergessen lassen und unsere Träume beeinflusst? You think she made us forget last night and influenced our dreams? No, but she's the one who picked this house. Not you, and certainly not me. That was a deliberate choice with a plan. And what would that plan be? I think the castle exhibition was just a lure. Her real intention was to drag me into this town to play with my beliefs and fears. You really don't know her anymore. What happened between the two of you? She doesn't want to tell me. She became the same person our aunt was. Godless and incredulous about our father's words. Hopefully he's at a place where he found peace, unaware of my sister's thoughts and acts. The key I found downstairs is probably the key of the main door. You already revealed your suspicion about the key. Why are you mentioning it again? If the key is here, where is Victoria? Stimmt. I don't know and I don't care. She could have locked the door from the inside, left the key, and then jumped from the balcony. That's my point. It doesn't make any sense. Why would she do that? I think she found a second key, because no footprints are visible in the mud outside. She didn't jump from the balcony. Something else must have happened. Let's go outside and make a plan to find Victoria. Our minds are being suffocated in here. No, I've had enough of talking, and I don't intend to search for her. I'm leaving this town at once. Du kannst nicht einfach gehen, sie ist deine Schwester, um Gottes Willen. You can't just leave. She's your sister, for God's sake. She stopped being that a long time ago. Just look around and think about everything we discussed today. I'll say it again. Something else must have happened. There must be a logical explanation to all of this. Also jetzt gerade ist Nikolay der Vernünftige. Und warum hat jetzt Benedek gesagt, sie ist nicht mehr meine Schwester? Das war jetzt ein bisschen komisch. Warum hast du überhaupt zugestimmt, hierher zu kommen? Why did you even agree to come here? Obviously, I wanted to see and feel what it looks like in hell. I'm not in the mood for joking. Why? She mentioned she had to talk to your superior in the monastery. And what else could she do? After I declined, the only way to have it her way was to persuade Father Imre. He must have given her his blessings only because of the assignment he had for me. Talk to the local priest about the town. See, there's nothing in the official Vatican archives about Sveti Kotar. And after coming here, I think I know why. Can we go downstairs now? I have a train to catch, and I need to find that priest before then. I'll accompany you, my brother. It's a small town. We should be able to find Victoria along our way. Okay. Also schleunigst raus aus der Stadt. Alles unheimlich hier. Okay, er kommt jetzt mit. Das ist cool gemacht. Können wir jetzt die Lampe nehmen? I don't need that. My eyes fare better in the dark. Okay, doch nicht. Gut, dann werden wir jetzt nochmal den Schlüssel benutzen und hoffentlich geht die Tür auf. Guten Hunger, Memme. Hau rein.
Before we step outside, you have to promise that once we find your sister, you'll talk to her. There must be no arguments or secrets in this family. Why do I have a feeling you are not leaving with me? Okay, wir sind also zwischen Benedek und Victoria Spannungen innerhalb der Familie. Kannst du deine Entscheidungen nicht noch einmal überdenken? Wir hatten nie vor, am nächsten Tag zu gehen. Hat sie es dir nicht gesagt? Dieses Haus wurde für 3 Nächte gemietet. We never planned to leave the next day. Didn't she tell you? This house was rented for 3 nights. She did not. So much about having no secrets between us. Please, leave me alone. Oh, wir sind draußen. Good day, gentlemen. Ja, wer sind die Good denn? day, sir. My name is Martin Mostov. I am a detective in the service of the town of Sveti Kotar. Ist das ein Grafikfehler oder hat er wirklich einen halben Kopf nur? Vor allen Dingen, was stehen die hier direkt vor meinem Haus? Oder vor unserem, also vor dem Haus, wo wir geschlafen haben. Detektiv Martin Mostov. Im Dienst der Stadt Sveti Kotar. Wie können wir helfen? How can we help? Is there anyone else inside the house? No one. It's just me and him. Why? Where's the woman? The house is empty. What's going on? We came here looking for a woman, only to find 2 scared men. Die suchen der meint bestimmt die Victoria. Wer ist dieser Mann in ihrer Gesellschaft? And who's the man in your company? Dr. Erik Khatur. Doctor? Mr. Hatur, is somebody hurt? Dr. Khatur is the warden of the asylum. He helps the local police force with his knowledge of the mind. Not a man of words, Dr. Hatur. He prefers to keep quiet, just like your friend here. Are you looking for the owner of the house? Because we don't know where she is. Hand the key of the house to Mr. Khatur. Why? Just do as I say. Wir sollen jetzt den Schlüssel abgeben. Interessante Synchronsprecher. Wir geben mal den Schlüssel ab. Warte mal, kann man auch was anderes machen? Weil das soll ja übrigens Entscheidungen haben, das Spiel. Je nachdem, wie man sich entscheidet, ändert sich die Geschichte. Oder der Ausgang, besser gesagt. Kann man was anderes machen mit dem Schlüssel? Guck mir den mal an hier. I see hatred and malice in his eyes. Even though I've never met this man before. The key. Der will den Schlüssel haben. Und du? Den kann ich gar nicht anklicken nochmal. Gut, dann geben wir mal den Schlüssel ab. Aber was wollen denn die von uns? I'm sorry. Did you say something? I heard nothing. Are we free to go now, Martin? No, you both have to follow me. Why? What? Ist eigentlich jetzt mittlerweile laut genug? Ja, ne? Warum müssen wir dem jetzt folgen? Warum? Das würde ich auch gern wissen. Warum müssen wir ihnen folgen? Wo bringen sie uns hin? Ich mach mal Nummer 1, also warum müssen wir folgen? Yes, I'd like to know as well. Why do we have to follow you? Orders from above. How can we trust you to be what you say you are? What's with the face? You never seen a photo of a man with an intact head? It was taken before the incident. Also es ist wirklich nur ein halber Kopf. Der hat einen Unfall gehabt, hat er gerade gesagt. Und sein Ausweisbild ist noch vor dem Unfall. Deswegen hat er auf dem Ausweisbild einen kompletten Kopf. Wo bringen sie uns hin? Where are you taking us? Down to the police station where everything will be explained to you. What prevents you from discussing the matter right here and now? I'm not in the position to do that. There's a hierarchy I have to respect. Gefällt euch das Spiel bis jetzt?
Also ich muss sagen, es ist sehr cool, das Spiel. Paddy, Hallöchen. Oh, das hat sich einer von ihm eine Scheibe abgeschnitten. Ja. Oh Gott. Herrlich. Wer ist diese Frau, die sie suchen? Bestimmt die Victoria, unsere Schwester. Who is the woman that you seek? The woman's name is, Victoria. What for? Why do you need her? Sir, everything will be explained to you in this station. Now, if you don't mind, please follow me. Whatever harrowed you through last night, it'll be nothing compared to what will happen if you do not obey. Okay, die beiden sind auch nicht ganz dicht. Was auch immer sie letzte Nacht gequält hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was passieren wird, wenn sie nicht gehorchen. Das ist ja hier schon Gestapo-Methoden hier. Also wir könnten ihn jetzt schubsen, ich gehorche niemanden, oder ich könnte tun, was verlangt wird, indem wir Benedikt fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so klug ist, ganz am Anfang sich hier und hier mit der Polizei zu verscherzen in diesem kleinen Örtchen. Aber es besteht ja gar keinen Grund, dass wir mitgehen. Wir haben ja nichts getan. Zumindest hoffe ich das. Ich frag mal Benedikt. Benedek, what do you say? We have no choice. All right. We'll do as you say. come. Okay. Sind jetzt hier eingeschlossen und warten aufs Verhör. Aber was wollen denn die? Wir suchen ja Victoria auch. Vor allen Dingen, warum suchen die Victoria? Hier ist eine Lampe. First sign of electricity in this town. Schwarzer Spiegel, bestimmt so ein Verhörspiegel hier. I guess one could get lost by looking at this mirror for too long. It's so dark that I can't see my own reflection. Ist jemand auf der anderen Seite? Anyone on the other side? I have a train to catch. Der mit seinem Zug, ich glaube, den werden wir nicht mehr erreichen. Warum werde ich hier festgehalten, als wäre ich ein Sünder? Why am I being held here like some kind of sinner? Can someone tell me what this is about? I think I heard someone. I did nothing wrong, and you have no authority over me. Let me go! Place all your belongings inside the box. Push it back into the wall once you're done. Don't try to deceive us. We'll know. Okay, das ist schon sehr unheimlich, das Spiel. Coole Atmosphäre, ja, das gefällt mir auch. Also wir sollen jetzt alle unsere Gegenstände hier reinlegen. Interessant ist es, ja, Japan, das stimmt. Was sind unsere Gedankengänge hier? Übergib deine Habseligkeiten. Okay. Also wenn man hier ein Kartenmenü hat, hier, dann denke ich, dass man sich dann in dieser ganzen Stadt immer so umgucken kann komplett. Und das wäre dann richtig cool, glaube ich. So ist es ja schon geil, aber ich glaube, wir sind immer noch im Tutorial. Bisschen sich so langsam aufbaut, auch wenn es schon unheimlich ist. So, wir legen mal unsere Habseligkeiten da rein. Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit. Probieren wir mal kurz die Tür. Let me out! Decisions have consequences in this town, little priest. Na gut. Entscheidungen I'm haben not giving my Konsequenzen. Bible to anyone, even at the cost of being tortured and executed.
Entscheidungen haben Konsequenzen in dieser kleinen Stadt, in der kleinen Stadt hat der eine da gerade gesagt. Haben wir irgendwas getan? Sind wir vielleicht schuld an Victorias Verschwinden und wissen es gar nicht? Ist das Gemälde schuld? Hat es so uns wahnsinnig gemacht? Wir wissen es nicht. So, den Rosenkranz haben wir reingemacht. Und den Reisepass, da werden wir doch nie wieder rauskommen hier. I'm not giving my Bible to anyone. Okay, das hat er schon gesagt. Gut, dann machen wir jetzt die Kiste zu. I trust you for now, but at the end of the process, you'll be searched thoroughly. Decisions have consequences in this town, little priest. Now, please step into the light so we can begin. Was ist das für eine kranke Scheiße? You seem to obey orders, unlike your brother in the other room. Admirable. He's just a brother-in-law. So, Benedek. What a strange surname. Donani? Dochnani. Whom do you serve, Benedek Dochnani? I serve only God. We all do. But you serve him in a different way, don't you, little priest? I'm a monk among the ranks of the Pauline Order. Ah, monkhood. A way of life in solitude and silence with God. Many believers say it's the only way to be near our Maker. What can you tell me about that brother of yours, Nikolay Caligula? Und Hannes. Hallöchen. Herzchen rein für Hannes. Danke für die 20 Monate. Und sei gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Was kannst du über deinen Bruder erzählen? Nikolay Caligula, das ist bestimmt der Name von unserer, Nee, es geht ja gar nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Also ist Nikolay doch unser Bruder. Mickey Maus. Weil du hast ja vorhin auch gedacht, das ist unser Schwager, aber was kannst du mir über deinen Bruder erzählen? Nikolay Caligula. Dann kann ja Victoria nicht unsere Schwester sein. Das geht ja nicht. Oder ist mit Bruder vielleicht religiös Bruder gemeint? Weil die haben sich doch immer mit Bruder angesprochen damals. Oder machen sie immer noch. Das ist schön, Hannes. So, wir sagen erstmal erst ein Diakon. He is a deacon. That's not what he said to us. Are you trying to lie to me? How could he serve God if he's married to your sister? He abandoned the path to priesthood to marry her. Deacons are allowed to serve in both houses. After such a horrible past, God had to make it up to him. Okay, also er hat unsere Schwester geheiratet. Also ist das mit Bruder, ist dann das religiöse Bruder gemeint? What do you mean? His orphanage days. The mass grave they found at the orphanage. What? You must have heard about the witch nun from Minsk. Vaguely. I was very young back then. Your brother was there. He saw all those decaying child corpses in the backyard. It's horrible just thinking about it. Okay, also Nikolay ist in einem Waisenhaus groß geworden. Und da gab es eine Hexe aus Minsk. Ist bestimmt eine Serienmörderin gewesen, die kleine Kinder umgebracht hat. Und diese Vergangenheit hat Nikolay anscheinend immer von uns verschwiegen. I know nothing about him and his past. I think you're just trying to protect him. It's useless. We'll find out everything we want to eventually. It's the truth. I barely spoke a word to the man before coming here. Quite an interesting family. Sehr interessante Familie. Wie spät ist es, Officer? What time is it, officer? Time is not relevant in this moment of your
I'm under the jurisdiction of the Vatican. You have to let me go. The church can do nothing for you here. You, like everyone else in this town, answer to me and our patron saint only. Now tell me, what brings the three of you to our little town? It's a long journey from Budapest. Schwager werden oft auch als angeheiratete Brüder bezeichnet in gewissen Regionen. Ah, okay, danke Japan. Wenn es religiös gemeint wäre, würde nicht deinen Bruder dazu stehen. Das stimmt auch wieder. Also ich gehe jetzt mal trotzdem davon aus, er ist unser Schwager und sie ist unsere Schwester. So diesen Ansatz müssen wir jetzt verfolgen. Ich glaube mal, das ist auch richtig. Wenn man die Beziehung zueinander sieht. Und er ist in einem Waisenhaus groß geworden. Das würde ja auch bedeuten, dass er keine Eltern hatte. Der Nikolay. Und der Benedek wusste das gar nicht. Also können die gar nicht die gleichen Eltern haben. Das wird dann schon so sein mit Schwager. So, wir wurden eingeladen, die Ausstellung im Schloss zu besuchen. We were invited to attend the exhibition at the castle. And who invited you? Nobody invited me. It was my sister who was invited and who made me come along. You're lying to me. No strangers allowed to get into the castle. Invitations don't exist. Tell me the real reason. I was dragged here by my sister. What does it matter after all? We never made it there. Continue obscuring the truth, and you'll end up dragged into Achrizat for eternity. Nikolay is a liar. He's already doomed. But you, I feel you're different. You're not like him. We know your sister was at the castle last night. She was seen by multiple witnesses. Tell me everything I need to. Okay, unsere Schwester war nachts im Schloss. Aber vorher muss sie uns eingeschlossen haben. Bist du sicher, dass Victoria im Schloss war? Are you sure that was Victoria at the castle? How was that possible? You said strangers are not welcome. Has anyone seen me or Nikolay there? Ich muss gestehen, dass in dem Haus, in dem wir die Nacht verbracht haben, etwas passiert ist. Irgendwie habe ich gerade Stimmen und Klopfen gehört. Ihr auch, ne? I have to confess that something happened in the house we spent the night in. I don't know what exactly, but it was Victoria. She did this to me. Was? Warum sind wir denn so skeptisch Victoria gegenüber? Officer? Officer? Can you hear me? Officer? Ist gar nicht mehr da. Der Officer. Let me out! Finally, am I free to leave now? You both have to come with me. Again. Why? Oh, where? Beyond the wall of crosses. Jenseits der Mauer kreuzen. At last, the grandiose Church of Mary. After so many centuries, still here, still holding up against... What are we doing here? I'm not at liberty to talk about anything. Now walk. The chief is expecting you. Der Chef erwartet uns? Man kann das sein, dass es gar keine Polizisten sind, sondern irgendeine Sekte oder sowas? Wo selbst die Polizei mit drinne steckt? Ohren? Auto. Gräber. Guck mal die Gräber an. All entrapped within heavy iron cages. Okay. Ach Gott, das alte Polizeiauto hier, guck mal. Someone's in the driver's seat. He looks tense, wildly moving his hands and head as if threatened.
Ah, you made it past the wall of crosses. Through tall trees, unmarked paths, and unnatural, dreadful silence. Into the heart of darkness where you invited us to meet. Was ist das für ein Ort? Warum sind wir hier? What is this place? Why are we here? This church was built with one purpose only, to repel evil from the Carcassa forest. It failed miserably, and was absorbed by darkness instead. Ui, Glückwunsch, Blinky. Jetzt ist mir natürlich nicht, wie gut es ins Deutsche übersetzt wurde. Das ist auch wieder richtig. We invited you? You have, with your deeds. I don't understand. Chief, we'd appreciate it if you could tell us what's going on. Words are unnecessary. Light always reveals. Lights on, officer! Now, take a good look. Hä? Ach, hier ist Blut. God. Was denn? Da hängt einer ausgeweidet. Mord. What? Tell us, why are we here? Lights off! Ranko Merzel, the beloved mayor of Sveti Kotar, hanging up there all alone with a dreaded yellow mask. Underneath the mask, he has nothing left. His face ripped off, his eyes gouged out and eaten. Was? His skull cut open, and parts of his brain eaten. All whilst alive, tortured cruelly by the moon ghouls, or those that want to become one. In the very end, his chest and abdomen were torn and his heart ripped out, to be devoured. Okay, das ist ja schon ein bisschen eklig hier. Aber woher weiß denn der, dass das gegessen wurde? Das kann man ja gar nicht sehen, dass das gegessen wurde, nur dass es entfernt wurde. Wer sind denn die Mondghule? Who are the moon ghouls? Saborens is their name, servants of the moon demons. Some people believe they're not humans, but rather evil entities that take human form. So wie We der don't know who Teufel. they are. They're hiding in the shadows, impossible to find. Ich nehme an, wir müssen jetzt den Mord am Bürgermeister, der da oben baumelt, aufklären. Sein Körper ist immer noch da oben. Woher können sie all diese Dinge überhaupt wissen? Ja, das frage ich mich übrigens auch. His body is still up there. How could you possibly know all these things? We don't have to pull him down to know what happened. We've seen this too many times in our lives. Okay, anscheinend ist es nicht der erste Mord, der passiert ist. Sonst hätte er das nicht gesagt. Wir müssen ihn nicht da runterholen, um zu wissen, was passiert ist. Wir haben das schon zu oft in unserem Leben gesehen. Das ist ein schrecklicher Tatort. Wir sollten nicht hier sein. This is a horrific crime scene. We shouldn't be here. Is this the way you welcome strangers in your town? We know the mayor was murdered by Nermin, a man who decided to worship the moon deities. The past teaches us we are unable to see the true soul of other people, no matter how close they are to us. So you interrogate strangers and tell them of the existence of malicious beings, and in the end you show them their prey? Nermin didn't feast on the mayor's corpse alone. There was someone else who joined the ritual.
Ich kann es gleich noch ein bisschen heller machen. Vielleicht seht ihr es dann besser. Der Name Nermin hat für uns keine Bedeutung. The name Nermin doesn't mean anything to us. We're here for the first time in our lives, Chief. What do you want from us? Lies. All lies. Where's Victoria? Or should I call her Petra instead? What do you mean? Petra? We know she used the name Petra when introducing herself around town. So, die hat sich Our mother's anderen name? Namen. We just don't know where she's hiding, and we need you to tell us. Also Victoria hat sich hier als Petra ausgegeben, um nicht erkannt zu werden. Oder um nicht den richtigen Namen zu sagen. Und anscheinend steht sie irgendwie in Verbindung. Weil wir sollen die jetzt auch finden, auch im Auftrag von ihm. Wir wissen nicht, wo sie ist. Als wir aufwachten, war sie nicht im Haus. We don't know. When we woke, she wasn't in the house. It was our plan to go looking for her, but then your men intercepted us. We don't know where she is. Was denken Sie, warum sie sich versteckt? Why do you think she's hiding? Do not try to make a fool of me. She was seen pushing a man from the castle roof last night. And when we found his severed head, he wore a yellow mask. We know she helped Nermin. Her scratch pad was found up in the belfry, amongst pieces of human flesh. If you want us to search for her, fine. Once we find her, she'll face the same fate as Nermin. They'll beg us to end their lives. Die sind aber auch nicht gerade zimperlich hier. Warum sollte sie Nermin helfen? Einem völlig ihr fremden Menschen. Ich glaube nicht, dass Elizabeth wirklich den Mord begangen hat. Wer war der Mann, den sie angeblich vom Dach gestoßen hat? Who was the man she allegedly pushed from the roof? We're still trying to fish his body parts from the chasm below the castle. Whoever he was, he's just one piece of the puzzle. Ach, dann hat die... Im Schloss hat die noch jemanden vom Dach gestoßen. Das hat mit dem Auftritt hier gar nichts zu tun. Warum sollte sie Nermin helfen, einem ihr völlig fremden Menschen? Why would she help Nermin, a complete stranger to her? The Saborans cult needed a witch among them. Morbidity and the occult fascinate her. She's your sister. You should know that. This is insane. My wife would never do harm to anyone, let alone join a cannibal cult. Stimmt, Kannibalen sind ja auch. Also nicht die, sondern der Mörder. Wenn der angeblich zu einer Sekte gehört. Weil der hat ja Teile verspeist. Wie können Sie sich so sicher sein, dass sie schuldig ist? Welche Beweise haben Sie denn? How can you be so sure of her guilt? What proof do you have? We found her belongings in the belfry, and her coat in the woods, not so far from here. Coat? How do you know it's hers? A coat, badly damaged, with blood stains. Her wallet and personal ID were inside, but we also found something else next to it. An eviscerated fetus. Oh. Die war schwanger? Victoria? My sister was pregnant? She still is. Don't you understand what they're trying to do here? Victoria sacrificed her unborn child to the moon demons. No. This is not possible. She would never. We know she's hiding somewhere, and we know you're lying, which makes you her and Nermin's accomplices. She even tried to make us believe she killed herself after the murders. Vielleicht hat sie sich auch umgebracht danach. Solange wir sie nicht gefunden haben, könnte das auch ein Teil der Möglichkeit sein. Ein Komplize, ich bin im Moment eingeschlafen, als wir das Haus betreten haben. Warum glauben Sie, dass sie versucht hat, ihren eigenen Tod so vorzutäuschen, ja, um zu entkommen? Aber ich mach mal das. Wie soll ich ein Komplize sein? Wir sind im Moment eingeschlafen, als wir das Haus betreten haben. An accomplice?
I fell asleep the moment we entered that house. I am a man of God. How dare you put such sin on my soul? I've seen many people say or think they're godly men. That means nothing. Faith is more than mere words. Warum glauben Sie, dass sie versucht hat, ihren eigenen Tod vorzutäuschen? Why do you think she tried to fake her own death? There was a suicide note in her coat. Many have taken their own lives in this forest. She thought she could trick us with a message of repentance. Pathetic. You clearly don't have any intention to help us, but we might have means to change your mind. Chief, do you really think we would be lying? Is my wife really capable of committing such atrocities? Look around. Can you smell death? Can you sense wickedness? Of course I believe that. This is a cursed land. And I don't know who you are, and I don't trust you. None of you. Take them away. Make them talk. Werden wir jetzt gefoltert oder was? You know how this works. Follow me. Werden wir jetzt gefoltert oder was? Why have we stopped, Detective? Someone needs to help you out. I'm letting you go. Oh, der hilft uns jetzt. Vielleicht sollen wir auch in seinem Auftrag alles aufdecken. Monika, ich glaube, die Mods haben das nicht ohne Grund gemacht. Monika. Da werde ich mich nicht einmischen. Plötzlich wollen sie uns helfen. Warum? All of a sudden you want to help us? Why? Your sister came here to join a madman? She chose this town to fulfill her occult desires? And you're helping her to hide. That's insane. Maybe she got kidnapped by Nermin and... I don't know. You must find her as quickly as possible. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nermin, dass die das als Mondghoul oder so wahrnehmen in ihrer okkulten Fantasie, aber in Wirklichkeit ist das ein Serienmörder. Der okkult, also religiös tötet, so okkultmäßig. Das ist nur den ihr, um das sich selber zu erklären, dass sie das als Mondghoul getauft haben. Und ich nehme mal an, dass wir diesen Nermin finden müssen. Also im Prinzip den Serienmörder in dieser Stadt. Weil das ist ja nicht der erste Mord, der passiert ist. Aber was hat unsere Schwester damit zu tun? Chief Norrin wird wütend auf sie sein. Chief Norrin will be furious with you. I never lied to him. Or at least it's what he thinks. He won't question my decision to let you leave. But you have to give me your word you won't leave town. We have your passports, but one can always find a way out if he wants to. We promise. I wouldn't question a word from two priests. I promise. Start your search with the warden. Beginnen Sie Ihre Suche mit dem Aufseher. Dr. Hatur? Dr. Hatur? I was with him last night before the incident at the castle. He was already looking for Victoria. Before the incident? Are you sure? My head injury sometimes makes me have memory lapses, but you don't have to question my intelligence. I'm sorry, but I knew it. The moment I saw that man, I knew there was something creepy about him. I don't know how, but he might be somehow connected with her disappearance. Mhm. Warum ist er im Haus geblieben, während wir verhört wurden? Why did he stay at the house while we were Stimmt, der being ist gar nicht interrogated? mitgekommen, ne? Der ist gar nicht mitgekommen. He wanted to make sure Victoria wasn't there,
but to tell you the truth, I think he had other reasons. I'm not sure. Vielleicht war das Gemälde der Grund, warum er da bleiben wollte. Could he be found at a mental hospital? Oh no, you can't possibly get to the Marov Asylum. It's off limits for non-staff or non-inmates. The doctor resides at the only lodge in this town, the Goldine Lodge. That's where you should go first. Where's this lodge located? From here, go down towards the lake. Once you reach the shore, go left. You can't miss it. Ich hoffe, wir kriegen eine Karte. Ich werde mich erstmal genau überall umgucken hier in der Ortschaft, damit wir alles ein bisschen kennenlernen. Dass wir uns so langsam so ranfühlen, für diese Ort hier so ein Gefühl bekommen, wisst ihr? What time is it? I don't know, but it's getting late and you should act. Immediately. The train is about to leave soon. Der Benedikt will immer noch in den Zug. Ich glaube, wir haben gerade andere Probleme. Können Sie mir meine Sachen zurückgeben? Could you give me my belongings back? That I cannot do. I'm sorry. Na gut, wir müssen jetzt gehen. Danke Mostov für die Hilfe und wir werden probieren, den Serienmörder zu schnappen und unsere Schwester zu finden. Den ganzen Wahnsinn hier ein Ende zu bereiten und dann hier auf Wiedersehen. We have to go now. A few words of advice before we part ways. There is a reason why this town looks desolate, even in broad daylight. Don't get yourself fooled by the lights you see here. This soil is cursed, and the air tainted with wickedness. I know you can sense it. It's the opposite of what you're used to. Be wary while wandering around. Under no circumstances you should go into the forest or onto the mountain. They are forbidden. Stick to the town. The moon ghouls are impossible to find, except for when it's too late for oneself. God bless you all. I hope you find salvation in spite of the horror all around you. We have to split, Benedek. I'm going to the lodge. You should go back to the house, in case Victoria comes back. Okay. Also wir gehen mit Nikolay zum Landhaus und mit Benedikt zurück zu dem Haus, wo wir aufgewacht sind. Und können dann bestimmt zwischen den zwei Charakteren splitten und können die Ortschaft so kennenlernen. Ich kenne meine Schwester nicht mehr. I don't know my sister anymore. She became a person I've dreaded my whole life. She's a devil worshipper, a murderer, a person acting against God. Who is she? How could she change so much? Glaubt der Benedikt das etwa? Since when do you trust other people? They are lying, Benedek. Victoria is innocent. Ja, eben. Did Denke she ich auch. drag me here to sacrifice me? Like she did with her unborn child? Hey, she did not do that. Our child is not dead. The chief is lying. Before this journey, when was the last time you saw her? Vor ein paar Jahren. A couple of years ago, I guess. I see and talk to her every waking hour since we married. People don't change that much. She's a good person. They don't change. They just strip the facade and show their true self. Wenn sie lügen, wie erklärst du dann ihren Notizblock im Glockenturm? If they are lying, how do you explain her scratch pad in the belfry? I don't know. Und was ist mit ihrem Mantel oder die Tatsache, dass sie den Namen meiner Mutter benutzt hat, um sich vorzustellen? And what about her coat? Or the fact that she used my mother's name to introduce herself? We should ask if this is true. The only person she spoke to after arriving here is the lady from the souvenir shop over there. Okay, da haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. Und den, wie ist der? Dr. Hartur, den sollten wir auch aufsuchen als erstes. Vergiss nicht, dass sie von mehreren Zeugen gesehen wurde, wie sie einen Mann vom Dach des Schlosses gestoßen hat.
Der Benedikt denkt echt, dass die Schwester schuldig ist. Don't forget, she was seen pushing a man from the castle's roof by multiple witnesses. Maybe she was assaulted. We don't know who that man is, and what really happened last night. If we don't succeed in finding her soon, going to the castle is something we should consider. And this is partly on us. If we weren't so weak, we wouldn't have been drowned into a nightmare cycle of dreams. Just look around you. It's already night, for God's sake. Ich habe es bemerkt, das bedeutet, dass wir mehr als einen halben Tag lang geschlafen haben. Ist es meine Schuld? Es war ihre Idee, dass ich herkomme und sie hat dieses verdammte Haus ausgesucht. Das stimmt allerdings, aber ich mache immer erstens. I've noticed. It means we slept for more than half a day. Even when dead tired, one can never sleep that much. It's unnatural. The house definitely did this. Because we were weak. Nicht gottesfürchtig genug. Nicht religiös genug. Ist es meine Schuld? Es war ihre Idee, dass ich herkomme. Und sie hat dieses verdammte Haus ausgesucht. It's my fault? It was her idea to make me come here, and she picked that damned house. How do you explain the balcony horror? You're right. I'm sorry. I don't know how to explain many things. I'm just trying to find a meaning in all this madness. We should move, brother. She might already be back at the house. Or in danger at the hands of that warden. No. I'm leaving. You what? Der Benedikt will hier wieder mit dem Zug verschwinden. Unter den gegebenen Umständen wird Pater Imre verstehen, warum ich nicht mit dem Priester von Stadt Sveti Kotar gesprochen habe. Given the circumstances, Father Imre will understand why I didn't talk to the priest of Sveti Kotar. But he will judge you if you... Ich mach den Dialog gleich nochmal, Moment. Mel, willkommen zurück. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Monika, bitte das jetzt sein lassen. Lass uns bitte wieder auf das Spiel Alle Mann konzentrieren. Mir gefällt das Spiel nämlich sehr gut. Ich reise ab und gehe zurück nach Budapest. Nee, achso, ich wollte nochmal das hier machen, weil ich das nämlich gerade... Given the circumstances, Father Imre will understand why I didn't talk to the priest of Sveti Kotar. But he will judge you if you leave your sister here. I don't care about Victoria and what she got into. God will be her judge. God will condemn you for leaving your sister to die here. Open your eyes! She's the only real family you have. My family died the day my father left us. If you leave, you will pursue your own selfish desires, not his will and words. She was accused wrongly. You need to stay here and help me find her in the name of faith. Echt? Man kann jetzt hier mit Benedikt kann man einfach gehen. Glaubst du, sie könnte wieder im Haus sein? Da heißt es, wir bleiben. Aber ich mach mal bleiben. Nicht, dass ich jetzt hier aus Versehen so ein geheimes Easter Egg Ende trigger. Deswegen mache ich mal bleiben. Glaubst du, sie könnte wieder im Haus sein? You think she might be back at the house? Could be. It's the only place where she knows we might be. Are you going to help me? Ich gehe zu dem Haus und wenn sie dort ist, gehe ich sofort. I'm going to the house, and if she's there, I'm leaving at once. You both wait on me, but stay out of the house and hide somewhere outside. The warden or the police might come back. I'm going to the lodge. Be careful. Okay. So, wir spielen mit Benedikt. Mit dem, der seine Schwester so hasst. Und das Ganze auch noch glaubt. Hier ist was? Schild.
So, dann gucken wir uns mal um in der Stadt, Leute. It's barely readable. That must read Sveti Kotar. And that should be the coat of arms of Croatia, the chessboard. Ist das wirklich ein Schachbrett? Die Nationalfahne von Kroatien? Also ich weiß, dass es so kariert ist, aber soll das wirklich ein Schachbrett sein? Erschließt sich mir nicht so ganz. Statue. Ivan Kotar. Sanctus Patronus. Okay, er ist der Schutzpatron von der Stadt. Ivan Kotar. Hier kann man lang. Wir können hier lang. Und wir können hier lang. Geh mal hier. Also jedes Gebäude hat hier irgendwie eine Unheimlichkeit, oder? In dieser kleinen Gemeinde. Da hat mir Bell im Garten bei Final Fantasy VIII einen fröhlerischen Eindruck gemacht. Oh Gott. Oder die Eiswelt bei Pray for the Gods. So, wir haben hier eine Reihe von Porträts. Hier ist eine Axt. Mit einem Baumstumpf. Und hier ist Davor. Anscheinend ist das eine Kneipe, ist bestimmt eine Kneipe hier. Gucken uns erstmal die Porträts an. Wir müssen erstmal alles kennenlernen hier in der Stadt. Lots of fog in these portraits. Not quite sure if it's a stylistic choice. The emerging faces are pretty ugly and creepy. Christian und Jensemann, lass uns bitte das Thema beenden. Das könnte auch sein. Lass uns bitte wieder auf das Spiel fokussieren, alle miteinander. Ich hoffe, euch gefällt es auch so wie mir. Bis jetzt. Lots of fog in these portraits. Not quite sure if it's a stylistic choice. The emerging faces are pretty ugly and creepy. Soll ich es ein bisschen heller machen für euch? Oder ist es hell genug, dass ihr wirklich alles erkennt? Also die Leiche oben am Glockenturm, die war ausgeweidet. Habt ihr das gesehen oder habt ihr da nur Blut gesehen? Schreibt mal rein und dann entscheide ich dann. An old woman with white hair, white dress, and big white teeth. She's doing her best to look happy. Das erinnert mich an die Statue, wo wir als Kind eingesperrt wurden unten vom Vater. Ganz am Anfang vom Spiel, wisst ihr noch? Da war da auch so eine Statue. Die war auch so weiß. It's missing an eye. The man who did this and put it on display here is a brainless, primitive psychopath. Ich kann mir vorstellen, das kannst du ihm gleich selber sagen. Dem Davor. It's just a mock-up of a strange tree with small red leaves and branches pointing skyward. I'm not a thief. Die Akt können wir nicht einfach so nehmen. Zugemauertes Fenster. Alles klar, hier in Summen. Ist das so? Ich nehme an, so ist es besser, ne? Blinky? Christian? So zugemauertes Fenster. Slips of paper have been squeezed in the fissures between the bricks. I'm curious. I'll read one. Das sind Notizen. Voices now carry, shadows take form. Oh God, have mercy on me, for I fear the thing that possesses me. A wall of laments? Inside a tavern?
Ach Gott. Es gibt 11 Zettel zu lesen. Take my son and husband. Just make my agony go away. Forgive me. Okay, das sind anscheinend Opferanbietungen. Die bieten hier Familienmitglieder an, damit die Qualen enden. I'm here at your feet, with you in my heart. From the day I arrived, life has been a blessing and this town a dream. I thank you for that. Bis gleich, Japan. Komm gut an. We are all captives of this place, imprisoned souls waiting for our Savior. Let him descend upon the valley, save us, give us the light. Wir alle sind Gefangene dieses Ortes, gefangene Seelen, die auf dem Retter warten. Er möge ins Tal hinabsteigen, uns retten und uns das Licht schenken. Also anscheinend sind die alle verflucht in diesem Ort. Sagen wir so. Darkness, shrieking, trembling, you left me in the mine, and now I have no God. My vengeance nears. My days and nights are nearly over, so let me thank you for everything you've done. I choose to live in darkness. I choose to be safe. Yesterday, I followed a swarthy old woman into the forest. I don't know if it was an apparition. I don't know the reason why I did it. It was all blackness and silence. My heart is dark now. My soul is cursed. I can feel it. Have mercy on me, for I had such a weakness of faith. The dead are disappearing and the believers are dying. For the love of humanity, do something, Almighty. He who confesses obtains mercy. I was lost until I gave myself to the Lord, but now I'm redeemed by the perfect blood of my child. Kind geopfert, um gereinigt zu sein. Ach, hör auf, ja, die sind hier alle krank in dem Ort. I had a vision of Ivan Kotar. He led me into the kingdom of Ahrisak. What does it mean? My God, am I doomed? Ich würde vorstellen, da machen wir mal ein Community-Treffen in San Kotar, oder? Bind their power, prevent their progress, banish them. My shepherd, free us all. That's it. I've read them all. This wall is just more proof how backwards and horrible a place Sveti Kotar is. It's a nightmare. Errungenschaft freigeschaltet, die Wand der Klagen. Also Steam-Errungenschaft hinter der Facecam. So, da wo? Schläft der oder guckt der nach unten? Was haben wir denn noch hier? Das hatten wir schon. Excuse me. Hey, Nemesis. Und Härte. What do you want? Erinnerst du dich an mich? Ja, Moment. Erinnerst du dich an mich? Remember me? Should I? From last night? My sister and brother-in-law were with me. I'm not a visual man. I don't remember faces. They dissolve into fog pretty fast. Du erinnerst dich also nicht mehr an meine Schwester Victoria? Ihr beide habt euch gestern Abend unterhalten. So you don't remember my sister Victoria? The two of you talked last night. Victoria, you say? I remember her glasses and name. Did you see her today? No. You've lost her? She lost herself, and we cannot find her. Keep looking and seek help from God.
Or ask someone who thinks to be one. And who would be that fool? Fool. Funny you say that, because that's how I call him too. My cousin Norin. Oh. The chief of police is your cousin? Dominic Norin, the feared and respected law of the valley of Sveti Kotar. Die sind hier alle miteinander verwandt und verschwägert in der was ist das, Gemeinde, in dem Dorf. Kleinstadt nicht, aber Dorf. Ich hatte bereits die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er scheint nicht zu wissen, wo Victoria ist. I've had a chance to talk with him already. He doesn't seem to know where Victoria is. That means nothing. He's either lying or you're a fool as much as he is. Was there anyone else when he talked to you? Yes. He likes that. He likes to be on the stage, in front of a crowd. Der Polizeidetektiv. Alles suspekt. Wer könnte dann am Ende der Mörder sein? Wenn ich mich entscheide, mit ihm zu reden, wohin soll ich gehen? If I decide to talk to him, where should I go? You'll find him in his office at the police station. It's where he eats, sleeps, and fulfills his needs. Talk to him alone. He's more vulnerable without a crowd. Walk into the police station. His office is the door on the left. Just knock and tell him Davor Gorski has sent you. All right. He won't care, so you'll have to give him a good reason to let you in. Luckily, that reason is in front of your eyes. You? I don't understand. A gift. The cleaver. Right in front of you. A cleaver will make him change his mind? Is this a joke? No joke. It'll wait for you here for whenever, if ever, you decide to talk to the fool. Ich muss, damit er mit mir redet, die Axt mitnehmen? Was ist die Geschichte des zugemauerten Fensters, das du hier hast? What's the story of the bricked up window you have here? Human rats kept breaking in and stealing from me. The alley's pretty dark at night, so it was perfect for them. I couldn't find out who they were, so I decided to poison the food. It worked. It was all right for a while. What? But then the break-ins started again, and I said no more. Walls always work. They divide the sane from the mentally ill, and the rich from the poor. We need walls. Thank you for the background story, sir, but I meant what's the story behind the slips of paper in the wall? Of course you meant that. What else would you be interested in after all? I keep them because they amuse me. How so? I laugh at how weak and pathetic my fellow townsfolk are. They bring me lots of joy, especially the ones talking to God. You have a problem with faith? Do I look like a sheep to you? This is a madman. No, you do not. Right answer, priest. Right answer. I'm not a priest. I'm not a fool. Sveti Kotar ist eine kleine Stadt. Wohin gehen Fremde hin, wenn sie zu Besuch sind? Gibt es einen bestimmten Ort, den ich kennen sollte? Sveti Kotar is a small town. Where do strangers go when they visit? Any particular place I should know of? Ah, glad you're asking. I got many recommendations. You should definitely venture into the Carcassa forest. Its trees are magical this time of year. Then don't miss out on the greatest view of the valley. Climb to the top of the Udav mountain and enjoy the breathtaking sight. Sollen wir gar nicht Lastly, machen. take a diving course at the Lake Hali. I mean, forget about people. Don't ask anyone. Just dive. Just do it yourself and enjoy the rich underwater life. Your soul will be grateful. Grateful beyond imagination if you dip your toes into the spring of the Henna River. I feel like you're mocking me. I am.
Aber der Polizeityp hat ja gesagt, wir sollen nie in den Wald gehen, nie auf den Berg klettern. What was that huge, horrible thing that was set on fire last night? Tradition. This town has a history of blaming everyone except God. God is never to be blamed. He has his own ways of... Blah, blah, blah. I heard it 1,000 times before. People around here blame strangers, good spirits, demons, witches, and even the Vatican. Everyone else except the one they idolize. The Vatican? Crazy thing for a Catholic town, isn't it? But why? And why do you say they should blame God? Look around you. Talk to people. Stay long enough and you'll understand. Ich glaube, wir werden eine Weile hier bleiben. Tell me about the moon ghouls. They will eat your soul and feast over your flesh. You know who they are? A cannibal tribe that follow the moon demons. The moon is the key. In what way? I already said too much. Seek more knowledge elsewhere. Are you a taxidermist? A what? Do you prepare dead animals for fun? I enjoy slaughtering them. I love my job. So you are a butcher? I prefer slaughterman. Why? What's this all about? I was asking myself about that poor pig and its head displayed like a trophy. You have a problem with that? It's missing an eye, and... And? I believe it's a mortal sin to torture defenseless animals. You know why? Because you are one of them. Like a sheep who follows words and moral codes, you feel endangered, vulnerable, and mortal. It's actually the other way. I feel... You don't feel bad or sorry or sad for that pig. You're terrified because you see your own head on that wall. It's pointless to argue with this man. I have better things to do. Nothing to say. Good. Excuse me. Und weiter geht das Geschnarche hier von ihm. Kranke Typen hier unterwegs. Kranke Typen. Also wir sollen die Axt mitnehmen. Können wir das denn jetzt? Wir haben ja die Erlaubnis bekommen, um mit dem Cousin zu reden. I'm not a thief. Okay, er macht's nicht. Also wenn ich in die Bibel zeige. I struggle to find a reason to do that. Okay. Oh, hier ist ein Hackbeil. Am I really going to take it? Also wir können es nehmen, können es aber auch sein lassen. Wir nehmen es mal mit. Man weiß ja nie, Leute. Good. Very good, priest. Now go. Walk bravely into the temple of law. You're bringing a gift. I don't know what I'm doing. So, wir könnten jetzt zum Polizeipräsidium gehen. Hier kann man noch hin. Was ist denn das? Ein Kiosk oder was? Die sind hier alle so unfassbar depressiv. Alleine schon, wenn die nur dastehen. Die ganzen Einwohner. Souvenirnica Lavenjak. Ah, the drawing makes perfect sense. Lav in Croatian should mean lion. Folgt ihr dem Spiel noch, Leute? Oder gefällt es euch nicht? Weil ihr gerade so stumm seid. They look so awkward and unnatural, as if made by someone who never saw them living. They look so awkward and unnatural,
as if made by someone who never saw them living. Statues and death masks of Ivan Kotar, and some small-sized replicas of the torture wheel. So ein Mittelalterfolter, ne? Gerädert. Tiny chairs of torture and bells. I must say they are faithfully recreated to the smallest detail. Tiny chairs of It evokes a repulsive feeling, and I guess that is its purpose, but I'm not sure it's something God would approve of, no matter the cause. It evokes a repulsive... Hier ist wieder so eine gelbe Maske. Weird executioner masks. They genuinely look old. Ida heißt sie. Winziger Baum. A strange, tiny-sized tree with red leaves. Growing out of a head vase makes it even stranger, if not morbid. Statues and death masks of Ivan Kotar, and some small-sized replicas of the torture wheel. Madam? Do I look like a madam to you? Well... You're going to make me blush, sir. Welcome to my little hut. My name's Ida. Ida Lavniak. Woher kennen wir denn den Namen? Hier steht, ich kenne deinen Namen bereits. I already know your name. How? Do I know you? Not really, but you know my sister. I was with her last night. Oh, yes, I remember now. The shy and anxious older brother, Benedek. Or should I say, monk Benedek. She said that? No, sir. It's just the way you looked. Why didn't you come closer when we called you? Her eyes focused somewhere behind me, with a weary and terrified gaze. It's all right. You don't have to answer. Where's Victoria? She disappeared. Oh no, not her. Not again. I hope she's not another victim of the moon. Hast du sie heute schon gesehen? Have you seen her today? No, I don't think so. Hat das noch jemand das Problem, was Jensemann hat, Leute? Wartet mal ganz kurz. So. Wer ist denn jetzt überhaupt noch da von euch? Last night, did she come back after we left the square? There were a lot of people here long after that, and I was preparing to close, so I really couldn't say. What's going on? She was seen pushing a man from the castle's roof last night. I heard about that accident this morning. She did that. She really pushed that man. Eyewitnesses saw her. Liars. Who are these people? Does it really matter? I don't know what to say except that Victoria is a good person. She looks so gentle and vulnerable. Like a butterfly. How can I help? I don't know. Maybe you can't. Maybe only God can do something. Not even God. She's lost forever. Das Bildnis gestern Abend in... Das Bildnis hat sich gestern Abend in Asche verwandelt. Was soll es darstellen? You've heard about the mayor. Heard what?
They found his body in the forest. What? Who told you that? The police forced me to see it. The body was hanged from the belfry of the Church of Mary. Mutilated, disemboweled, and half-eaten by the crows. Those animals. I'm sorry you had to see that. Poor Mayor. I'll light up a candle for him today. Ich wusste das gar nicht. What can you tell me about Nermin? Never seen him, but have heard and retold many stories about him. What do you want to know? It's a small town. How come you've never seen him? Because he's one of those who lives under the moonlight, while the rest of us do our best to keep away from it. A moon ghoul? The worst of them all. So, da bin ich wieder. Probiert mal, ob es jetzt besser ist. Aktualisiert mal und probiert mal, ob es jetzt besser ist. Madam? Hello. The effigy turned into ash last night. What does it represent? A demon slave of the moon god. The effigy ritual marks the end of the day of Ivan Kotar. People gather on the square, they pray and chant as one voice. Which sounds beautiful. It's the best part. No, it's the only part of the day I love. I thought the exact opposite. It was a disturbing scene, and I felt true, primal fear. Then the mayor comes out and everyone stops, and when the last words leave his mouth, the effigy is finally set on fire. Has anyone been hurt over the years? The fire spreads very quickly, a wide and massive whirl as if ignited from the darkest of places. No, not that I recall of. Why? Oh, you mean because they stand so close to the figure? Yes, and because it could come down at any moment. It's so tall, the nearby buildings could be hit. Nothing to worry about. God is protecting them. Or at least it's what they believe. Oh, and those who are tasked with creating the effigy are given a free pass into the forest. Can you guess why? No. You haven't even tried to guess. Because it's made of black wood, plant roots, and undergrowth from Carcassa. Slaves of the moon god supposedly live or dwell as spirits if they are dead, inside the forest, and so, you know. Some of the townsfolk even swear to hear the wailing of demons the whole night after the fire. I don't know. What book are you reading? The Divine Comedy. I needed something to cheer me up. So where's Dante now? Who? Dante, the hero of the book? In what part of the book are you now? Oh yes, how silly of me. He's in a dark forest and there are beasts he cannot evade. I think they symbolize something else. Sins. The beasts represent the self-indulgent, the violent, and the malicious. Oh, that's interesting. You know, the book intrigued me because the descriptions of where he is in the beginning reminded me of this valley. Does that make sense to you? I told this to my father and he scolded me right away. You are quite right, madam. Now all we need is our Virgil to rescue us. Wo soll ich nach Victoria suchen? Sie wird sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Das wäre zu riskant. Where should I look for Victoria? She won't come out in the open. It would be too risky. Well, if I were you, I'd start my search in the forest. In Carcassa? Udav Mountain could be a good place to start too. But I've never been there, so I can't give guidance. Carcassa and Udav are forbidden places, aren't they? I don't believe what they say about them. The forest is a beautiful place. The tall trees, Pepel, the river spring and the silence. Listen. Search the forest. Make sure not to get caught while entering, and keep your eyes open once inside. You'll be fine.
Er hat beschlossen, diese Orte zu verbieten. Who decided to forbid these places? Ironically, the same man that was found dead in the heart of the forest, Mayor Ranko Merzel. You think his death had something to do with the decision? No, I don't know. The proof of fate is a decree that he put in place soon after taking control of the town. It's a decree that compels people to stay away from the places on the list and to report suspicious activities and misbehavior. Such as? Blasphemous and heretical talk, to name a few. But the decree's main objective is to find and execute those against or unfaithful to God. She sounds like she doesn't approve of this. I guess it's a good thing. I don't know. Du hältst dich nicht an das Gesetz? You don't adhere to the law. Not in this case, at least not entirely. You know. And please don't say this to anyone, or you'll have me tortured and killed, all right? Go on. I promise. Carcassa has been like my second home in the last few years. I can't get enough of its silence. I know what you are going to say. It's dangerous, dark, and forbidden. But listen to me. Sometimes it gets dangerous, true. And the mayor's death proves it. But isn't that normal? It's life. It's people. It's life? Everything here feels rotten and reeks of death. Don't say that. And don't talk to others this way. If we stop dreaming and lose hope, what do we have left? Look, I don't know if you should go into the forest. I don't want to get you in trouble or killed. I have no idea where you should look, really. I'm sorry. Oh, wait, I have something here. It might not tell you where to go, but at least give you some orientation. A map of the town and its surroundings. How does that sound? Wir kriegen eine Karte endlich. Sure, thank you. Glad I could do something. Just be careful. Wie kommt es, dass du gestern Abend nicht als Priester gekleidet warst? Steam-Errungenschaft, eine Karte für Benedek. Der meint bestimmt bei dem Ritual, was wir leider nicht gesehen haben, weil das von dem Ritual, wie das alles losging, das haben wir ja nur gehört bis jetzt. How come you weren't dressed as a priest last night? Mit dem Gemälde anzünden. That question. Excuse me? Oh, sorry, nothing against you. But it's the same annoying question that keeps coming back at me, like a bat flapping in circles, year after year. I see October 28th on the calendar, and I know what's coming to bite me. So what's the reason? I tell everyone I can't wear it because I have to work. But the truth is, I don't believe it would make a difference if I did. In general, the ritual doesn't make a difference. Ich glaube, sie ist gegen das Ritual und gegen das Ganze, was hier im Dorf vor sich geht. Why does everyone else wear it? Because the inhabitants believe we are all disciples of Ivan Kotar, and so we have to dress like them on the day. Not just in the evening when the effigy is set on fire, but all the time, from dawn to dusk. But what is the reasoning behind it? The dress is just a terrifying shadow of what a priest's robe should look like. There's a belief that wearing it scares off demons, witches, and other evil spirits. I guess the darker it looks, the scarier it is. I don't know. Excuse me. Sure. Na, endlich. Zeig mal die Karte. Gleich mal reinmachen. Ah, schon besser hier. Guck mal. Der Harlisee. Hier ist der Wald. Hier ist das Gebirge, der Udavberg. Hier ist die Stadt. Ich nehme an, Goldin ist entweder das Schloss oder die Kirche, wo wir waren. Kleck. Weiß jemand von euch, ob Sveti Kotar wirklich gibt in Kroatien? Hat das schon mal jemand ergründet von euch? Truppi, hallöchen. Das habe ich schon öfters mal vorgehabt zu spielen, zu streamen.
Und da habe ich mich diesmal durchgerungen, es mal zu tun. Wird natürlich auch durchgespielt. Und vergesst eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. So, hier hat das Ritual stattgefunden, weil hier sind die Bildnisreste. Bei diesem Ritual haben sie das Bild angezündet. Only dust remains of the thing that was set on fire last night. Only dust remains of the thing that was set on fire last night. Willkommen zurück, Japan. Ist es denn aushaltbar, Jensemann und Blinky? Ich habe keine Ahnung. Das könnte dann vielleicht daran liegen, dass es wieder ein PC-Stream ist. Also ein PC-Spiel. Ich muss einfach mal lesen, weil ich jetzt aus der Atmosphäre gerissen wurde. Only dust remains of the thing that was set on fire last night. Wenn es nicht geht, dann stell auf 720 runter, Blinky und Jensemann. Oder auf 1080. Bild. Mal gelesen. Hier geht's rein. War da? Ah, wir können auch rennen, sehr schön. Schwarzes Brett. For some people, this stone is the only hope they have left. Oh. Haven, last seen on the last day of February 1993. Okay, Vermissten. Beloved wife and mother, Melita Lavnyak, missing since October 1991 at the entrance of Carcassa. Es ist der Wald, Carcassa. Auch vermisst. 93, 91. Young Kadia, missing his love since June. Hier ist eine Zeichnung. Anyone found my legs yet? Our beloved priest and friend. Mhm. Viele vermisste Leute hier in Sveti Kotar. Sieht aus wie eine Karte von Herr der Ringe, da hast du recht, Andi. Wer hat denn noch diese Probleme, die Jensemann und Blinky haben? Die ab und zu mal vorkommen bei denen? So. Hier könnten wir lang. Könnten aber auch hier rein, ne? Also hier in die Gasse. Oder zählt das zu dem hier? Oh. Hier ist das Haus, ne? Wo alles losging, oder? Das ist es doch hier. Hier sollten wir ja eh hin. Aufgabenstellungstechnisch. Sprich mit Victoria, sprich mit dem Priester der Stadt. Warte im Haus, das ist das Haus hier. Und erforsche das Schloss, das ist bestimmt später dann, das Schloss. Hier. Gefallener Engel. Was sind das denn hier für? Who keeps a dead tree? Ach, damit er nicht umkippt, haben sie den hier so mit Seilen gespannt. Also ihr folgt dem Spiel alle noch, ja? Ihr folgt der Story und dem Spiel. Oder bin ich hier der Einzige, der sich hier in das Spiel reinfuchst?
Fallender Engel. The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. Dann kann man den wieder aufstellen, weil wir sind ja ein Mensch Gottes. Nee, leider nicht. Ich könnte jetzt übrigens auch wieder Nikolay nehmen. Wir könnten wechseln, aber ich mache jetzt erstmal mit Benedikt weiter, bis es nicht mehr geht. So, Tür. Wir gucken mal rein. In the back room, I can see some sheet-covered furniture and a big candle on the floor. Nothing else. Kerze auf dem Boden, das ist eher ungünstig. Kokelgefahr, Brandgefahr. Kann man hier rein? Wir klopfen mal. Hello? Graveyard silence. Keine Ahnung, was das sein soll, Jensemann. Ich probiere nochmal was zu ändern. Moment. So, ich habe jetzt nochmal was geändert. Müssen wir nochmal sagen, ob es besser ist. So, Graveyard Silence. Wir probieren nochmal zu klopfen. Vielleicht macht dann irgendwann noch einer auf, wenn man es ein paar Mal probiert. Hello? Graveyard silence. Hey. Haben wir irgendwas? Ein Hackbeil können wir uns... können wir uns hier den Weg reinbahnen? This feels wrong. Okay. Vielleicht mit dem Fenster? I should contemplate more about this decision. Who keeps a dead tree? Okay, was ist denn hier? Achso, das ist das Menü. So, das ist das Haus, wo wir warten sollten. Würde mich aber vorher gerne noch umgucken wollen. Schlaf schön, Hannes. Schön, dass du da warst. Und danke für dein Däumchen. Vergesst nicht eure Däumchen, ihr Lieben. Ich finde, das Spiel hat's verdient. I should wait here for now. Ah, okay, wir müssen jetzt erstmal hier warten. Okay, ich verstehe. Dann machen wir das. Dann probieren wir mal hier reinzukommen. In das Haus, wo alles losging. I wasn't sure I heard a voice, but I did. Victoria is here. Wir haben Victoria gefunden, Leute. Ist sie im Haus drinne? Schnell. It's locked. Also es hat niemand sonst die Probleme außer Jensemann und Blinky. Ist das korrekt?
komm nicht rein. Vielleicht mit dem Hackbeil? Ah, ist offen. It's dark, and my eyes could be deceiving me, but that doesn't seem to be... Wer ist das Who denn? goes there? I'm Lucia, the owner of this house. Das war nicht Victoria, das war Lucia. Ich entschuldige mich, ich bin Benedek. Victoria ist meine Schwester. I apologize, miss. I'm Benedek. Victoria is my sister. Who's Victoria? Harter Tag, tut mir leid. Ich meinte Petra. Petra ist meine Schwester. Rough day. Sorry. I meant Petra. Petra is my sister. I didn't know she had a brother, and that he was coming with her to Sveti Kotar. Nobody knew. It was a last-minute decision. So where is she now? We're trying to find her. We? Who is we? And are there more people I don't know about? Her husband, Nikolay, came as well. I was told she was to come alone on Friday, October 28th. Rented the house for 3 nights. Said she wants to give herself a gift for the soul. A strange woman, I tell you that. Something happened? Nothing in particular. We woke up and she was gone. She's probably sightseeing. One can easily get lost in the beauty of the place. Lose track of time. What happened here? I didn't want to yell at you, but since you're asking, you tell me. I almost fainted out of sorrow after opening the door. Look at my bust, reduced to pieces. Somebody has to pay for the damage. Animals. You'll have to ask the warden to pay for that. We left the house untouched. The warden? What warden? Dr. Hatur? Yes, Dr. Hatur. But I did nothing wrong. Why would he come to my house? Was he looking for me? I don't know. He didn't tell us the reason and we couldn't argue. A detective was with him. Maybe they saw my art as blasphemous and heretical. Maybe they'll take me into the asylum. That's why he destroyed the bust in the stoop. He was sending a message. I'm doomed! Martin, hast du die Probleme? Matthias, hast du die Probleme? Stefan, du? Also ich kann mich so nicht aufs Spiel konzentrieren, wenn im Chat andauernd irgendwas Technisches gerade auftritt. Das ist nervig. Na gut, 10 Sekunden in der Vergangenheit, das geht ja noch. Christian. Ist das Problem denn auszuhalten oder nicht? Ich weiß ja nicht, wer genau das jetzt hat. Martin hat das Problem nicht. Matthias hat's auch nicht. Ich hoffe, es ist auszuhalten. Ach, guck mal, das Weihwasserbecken ist zerstört. Es wird keine weitere Maßnahme. Er wird keine weitere Maßnahme ergreifen. Ich beruhige sie mal. Sie auf unserer Seite zu wissen, ist vielleicht ganz gut. He won't take further action. What do you mean? He was here for me. Why would he cause this damage without taking you in? It doesn't make sense. You think? This looks like he was just giving a warning. Maybe because of something else you did. I don't know what I did, but I can live with a warning. I'll try to be more careful from now on. Thank you, my friend. Weren't you supposed to welcome us last night? I told your sister I'll leave the key at the neighbors, and that I'll pass by later, after the castle. Warst du auf dem Schloss? You were at the castle? Sure. Did you see me there? I was there only for a brief time. Couldn't stand all those people. But how could I see you when everyone has to wear... Wait a minute. Did you go inside without a mask? No, of course not. Ich war gar nicht da. Wir waren noch gar nicht in dem Schloss. Was she here after you came by? I didn't make it. This right here is me visiting after the castle. You are a strange person. No wonder you two are relatives.
Why are you asking all these questions? Because she stayed in the house and fell asleep, and when I came back I couldn't find her. I don't know her whereabouts since last night. You know, if you don't trust her, you should just talk to her. But if you already did, then my only advice is to talk to Madame Vera, my neighbor. She may be old, but she never misses a thing. Always lurking from that window of hers. Eine Alte, die aus dem Fenster guckt. Das ist ja schon creepy genug. I already tried, but she either wasn't in the house or just ignored me. Because she doesn't like strangers. What would you do? You must introduce yourself to her. Say exactly who you are and why you are looking to talk to her. Tell the truth. Okay. I heard that she had some sort of visions of the life of Ivan Kotar, the patron saint of the town. It's what allowed her to sneak into other people's houses as a babysitter. I'll try to talk to her. And do not go knocking on the door. She hates that. Okay, wir sollen also nicht klopfen, sondern sollen uns nur vorstellen. Am besten, wir stellen uns vor die Tür und sagen, wer wir sind und was wir für Absichten haben. Wir haben vorhin die Balkontür geöffnet und eine seltsame Masse gefunden. We opened the balcony door and found a strange mass. So it was you who broke the glass on the door? Alles No, gut, Jensemann, I alles just gut. opened it. I promise. Maybe those bloody crows did it. Wouldn't be the first time. It started recently. They come to the balcony raking in mud, small twigs, and other crow filth. I tried to scare them off, but nothing is working. And they are very aggressive. I can't light a candle anymore. Whenever I do, they swarm outside and start scratching at the windows and door. The balcony is where they gather and ultimately die. It's like their graveyard or something. I can't explain it. If they don't back off soon, I'll have to start taking action. I don't want my guests to feel threatened. Also die Krähen spielen immer verrückt, wenn sie ein Licht anzünden möchte. Am Balkon. Irgendwie verschwinden die nicht mehr vom Balkon. Darf ich mich ein bisschen im Haus umsehen? Das mache ich danach. Hattest du in diesem Haus schon mal seltsame Träume? Das hatten wir ja gehabt. Have you had any strange dreams in this house? Whenever I don't have guests, I sleep here. And guests are as rare as the sun in this town. My dreams are always great. Why? It's just that both Nikolay and I had a rough night's sleep with harrowing dreams. That must have been the demon of tiredness, not the house. You had a long drive yesterday. Das stimmt natürlich auch. Darf ich mich ein bisschen im Haus umsehen? Do you mind if I look around the house a bit? Not at all. You're allowed to stay here for 2 more nights. Unless you want to pay to stay longer, of course. That is something you should discuss with my sister. Kann ich jetzt die Lampe nehmen? I don't need it. Okay. Jetzt ist hier ein Gemälde, das war vorhin noch nicht auf dem Couch. Das hing doch vorhin an der Wand, oder? Hat irgendjemand randaliert und das Weihwasserbecken kaputt This gemacht. woman eerily reminds me of Victoria in her younger days, back when I could rely on her, instead of having to fear her. Mittlerweile fürchten wir unsere Schwester. Ist vielleicht jetzt was im Balkon? Im Kamin? Hideous. It's full of dead crows. Dozens and dozens of them. Okay, alles voll mit toter Krähen. Toten Krähen. Warte mal. Hat Vera letzte Nacht etwas gesehen? Lucia, die Besitzerin des verfluchten Hauses, in dem wir letzte Nacht geschlafen haben, schlug mir vor, mit Vera über den Verbleib von Victoria zu sprechen. Ich muss mich erst vorstellen, wenn ich sie zum Reden bringen will. Genau, das ist die, die dann gegenüber wohnt. Mit der Kerze auf dem Boden. Das ist da, wo wir nicht klopfen dürfen und uns offen und ehrlich äußern sollen. It must have been the warden who did this. What use is there in throwing books on the floor? Also irgendjemand ist hier reingekommen und hat randaliert. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieser Doktor war. Dr. Hartur. Der ist nämlich hier geblieben, als wir ins Polizeirevier gebracht wurden zum Verhör. Oder, wenn es das Polizeirevier war, zum Verhör halt.
We left it on the table, with its front side facing the wall. Now it's up again, looking at me with those mean eyes. Nee. Ich hoffe, der kriegt jetzt hier nicht wieder diese Anfälle. We left it. Okay, nee. Teppich zusammengerollt. Balkontür scheint aber begehbar zu sein, der Balkon. For some reason, someone decided to wrap the carpet and put it here. For some reason, someone decided to wrap the carpet and put it here. Schüssel, da ist ja Öl drin, ne? A giant bowl made out of clay, filled with what seems to be some type of oil. Unten ist eine Öllampe, die leer ist von Öl, aber die können die noch nicht nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die später brauchen werden, die Lampe, und dann wissen wir ja wohl, wo wir das Öl direkt finden. This bookshelf was full of books before. A lot of them are missing now. Also ich finde das Spiel sehr cool. Wenn es auch ein bisschen text- und dialoglastig ist, teilweise, aber trägt trotzdem sehr zur Atmosphäre bei. Also ich finde das Spiel geil. Gefällt mir. Ich hoffe euch auch. Noch. Everything is as we left it, but the crow's head is missing. And there's broken glass on the floor now. Okay, der Krähenkopf ist weg und Glasscherben sind jetzt da. Da ist bestimmt die Scheibe eingeschlagen worden hier von der Balkontür. Sieht man hier so ein bisschen. Gemälde. Bücher hatten wir. Gehen wir mal runter. I should contemplate more about this decision. Ja. Das Hackbeil brauchen wir im Polizeirevier, damit der Cousin von dem Barbesitzer, der Polizeiinspektor, der uns geholfen hat, da am Ende vorhin und uns in die Stadt gelassen hat, dass der mit uns redet. Ich überlege, ob wir jetzt hier noch was machen könnten in dem Haus. Eigentlich nicht. Wir gehen mal zu der Vera von der Gegenüber. Wir wissen jetzt, wie wir mit ihr reden, wie sie sich zu erkennen gibt. Was auch sehr geil ist, das habt ihr auch schon gelobt, ist die Atmosphäre, dieses Unheimliche. Also ich würde vorschlagen, wir machen hier unser Community-Treffen mal. In St. Kotar. Oder? Was meint ihr? In der Mitte vom Marktplatz, wo das Ritual stattgefunden hat, da wird eine Retro-Schamane geopfert. Matthias, willkommen zurück. So. Vielleicht sagt sie uns auch, warum sie möchte, dass der Baum nicht umfällt. Vielleicht als Zeichen für Leben. Weil der ist ja tot. Der Baum, das sieht man ja. Haben wir schon angeklickt. Also gut, dann probieren wir es mal. Gucken, ob es geht. Nicht klopfen. Die mag doch nicht, wenn man klopft. Hat sie doch gesagt, die Besitzerin von dem Haus. Madame Vera? Nicht klopfen. Madame Vera? My name is Benedek. I spent the night at your neighbor's. Could I ask you some questions? The woman that came with me is my sister. We can't find her today. Did you see if she left the house sometime after we arrived last night?
Have you seen her today, perhaps? Oh, ich höre Schritte. Who are you? Wow. I must confess that I have a hard time reading your chalkboard. All right, no need to get upset, Madame Vera. I'll do my best to read from it. My name is Benedek, and... Vera is old, not deaf. Who are you? Benedek, I'm a monk from Budapest. What do you want from me, monk? Ich bin nur neugierig und bitte regen Sie sich nicht auf. Warum benutzen Sie eine Kreidetafel, um zu kommunizieren? Nee, das ist ein bisschen zu persönlich. Ich sag erstmal ganz normal, ich versuche meine Schwester zu finden. Hast du sie gesehen? Aber du bist an die Zähne bewaffnet, um auf Nummer sicher zu gehen, ja. Würde ich hier in St. Kotar, ist das gar nicht so abwegig. Am besten wir fahren da alle mit dem Panzer hin. Marcel, hallöchen. So, ich versuche meine Schwester zu finden. Hast du sie gesehen? Wir sind mal ganz offen und ehrlich. I'm trying to find my sister. Have you seen her? No, but I heard last night. Ich habe After we es arrived, gehört? much later in the night, with a man. Was? What man? Nikolay? No, the one who came here earlier today stayed in the house. The warden? Dr. Hathor? Him, the man with the demonic voice. Er weiß, wo Victoria ist. Dr. Hathor. Also ist klar, dass der mehr wusste. Was haben Hathor und meine Schwester getan? What did Hathor and my sister do? Went into the forest together, talked there for a while, then silence. Where in the forest? At the crossroad. Go straight into the forest. Okay. It's where the path leading from the town ends? Just go inside there. Once you find it, you will know. Did you hear what they talked about? No, sounded like whispering, praying, chanting. Dr. Hathor und unsere Schwester vielleicht irgendwie was mit dem Morden zu tun? Ist da wirklich unsere Schwester mit dabei oder wurde sie benutzt? Kannst du Hathor beschreiben? Can you describe Hathor? What is it? My eyes were taken from me. God has his ways. I'm sorry. God has nothing on this. I deserved punishment. I deserve solitude. You still questioning my words. I am sure I didn't see him, but it is the same man that stayed in the house. The demonic voice. Wenn sie blind ist, Leute, wie kann sie denn dann sehen, dass es der gleiche Mann war, der im Wald gegangen ist, als der im Haus geblieben ist? Dann muss der ja im Haus auch gesprochen haben. Entweder zu sich selbst oder zu jemand anders, sonst hätte sie ja nicht gewusst, dass der gleiche ist, wenn sie nach der Stimme geht. Ich bin nur neugierig und bitte regen Sie sich nicht auf. Warum benutzen Sie eine Kreidetafel, um zu kommunizieren? Das sage ich zum Schluss. Ich frage mal, ich sage immer, wir haben ja von den Visionen gehört, dass sie das Leben von diesem Schutzpatron gehört hat. Also, dass sie weiß, was mit dem, dass die Vision von seinem Leben hatte, von diesem Kotar. I heard about your visions. I still have them. Visions of Ivan Kotar? His birth, life, the horrors of Udav, death in church. Can you tell me a bit more?
Visions are mine, don't want to talk about. Will darüber nicht reden. Ob wir die je zu Gesicht bekommen, die Dame? I'm just curious, and please don't get upset. Why are you using a chalkboard to communicate? Piece of chalkboard. School-damaged object. A present from someone special to me. I understand, but why don't you talk to me? Wouldn't that be easier and less painful for you? Tongue was torn out. I am eyeless and wordless. Terrible fate. I can't imagine the pain. Please forgive my ignorance. Wer hat dich blind und stumm gemacht? Who made you blind and mute? No need to tell me. The body of my sister. Your sister did this to you? A corpse now. She had to do it. It is my fault. Was? Your sister, family. What could you have done to deserve such a cruel punishment? I provoked. I need to suffer for my faith. It is all I have left. Don't ask again. Die hat provoziert, die Schwester vielleicht? Die ist so sehr gereizt, dass sie hat erblinden und stumm werden lassen? Excuse me. You are damaged. Missing soul you have. Excuse me? Cursed, like me, but a good man. Help me find the love of my life. He disappeared. Finde die Liebe meines Lebens, er ist verschwunden. Der Ehemann oder was? Von der? Ich kenne diesen Ort nicht. Ich kenne hier niemanden. I don't know this place. I don't know anyone here. Everyone knew my love. On a full moon night, he disappeared. Auch einer von den Verschwundenen. Also hier in St. Kotar ist die Hölle los, du. Entweder sind verschwunden und vermisst, war ja vorhin schon an diesem schwarzen Brett gesehen, oder die sind hängen ausgeweidet und halb abgeschlachtet vom Glockenturm runter. Ich kann's nicht. Sobald ich meine Schwester gefunden habe, gehe ich und komme nicht mehr zurück. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Madam, I can't. As soon as I find my sister, I'm leaving and not coming back. Search for her at the same time. Look for him. You have to understand, it will take a miracle for me to find anyone in this valley. But tell me, what is his name? Yakov Prenger, town's former... A priest was your lover? What? He was to renounce his service, not faith. Dear God, I'll see what I can do. I have to go now. Also im Prinzip wie Nikolay, der ja, um unsere Schwester zu heiraten, sein Amt niedergelegt hat. Ah nee, als Diakon darf man das ja. Aber der Liebhaber von ihr, oder der Freund, wenn man so sagt, von ihr hier, der musste seinen Dienst quittieren, um sie zu lieben. Aber gläubig ist er trotzdem noch. Das hatten wir schon. Who keeps a dead tree? Eine taubstumme Frau. Nee, taub nicht. Eine blinde und stumme Frau. Mag gerne tote Bäume. Sieht sie ja eh nicht. Hört sie nur. So, in den Wald rein, ne? Dort ist, Vera sagte, dass sie Victoria und Tatur gestern Abend irgendwo im Wald in der Nähe des Hauses reden gehört hat. Ich muss diesen Ort finden, denn er könnte etwas Licht in die Ereignisse der letzten Nacht bringen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder zurück in die Stadt können oder erstmal das weitermachen sollen. Mal gucken. I should wait here for now. Okay, wir sollen erstmal noch weiter hier machen. Bestimmt bis zum nächsten Tag oder so. Bis wir mit Nikolay
weitergemacht haben. Warte mal, hier ist ja eine Tür. Die kriegen wir nicht auf. Vielleicht haben wir irgendwie... Wenn wir mit dem Hackebeil das Ding aufkloppen? Glaube ich nicht. That's a strange notion. Okay. Ich rede nochmal mit der Besitzerin von dem Haus hier. Final Fantasy 16 werde ich dann streamen, wenn ich es habe. Also sehr wahrscheinlich Pre-Release. Spätestens am Release-Tag. So, mal gucken hier. Genau, der Kamin. Der Kamin ist voller toter Krähen. Das haben wir ja vorhin schon beobachtet. The fireplace. It's full of dead crows. I know. I've put them there. Why? To get rid of the bodies. Why else? But I am all out of matches, so for now, they just have to lay in the cold. You don't mind, do you? No, not at all. It's your house. But you're my guest. It's my duty to make your stay comfortable. This woman and her house are beyond salvation. Die Frauen dieses Haus sind nicht mehr zu retten. Also sie hat die da reingemacht, um die loszuwerden, aber sie hat kein Feuer, um den Kamin anzuzünden, damit diese Krähen Leichname verbrannt werden. Never mind. Vielleicht finden wir irgendwo und später noch Streichhölzer, dass wir das machen können. Wir gehen jetzt erstmal diesen Ort im Wald finden. Also ich finde es super interessant, das Spiel. Gefällt mir richtig gut. Das kommt doch erst im Mai, Blinky. Der Typ sagt ständig Entschuldigung, also die Hauptfigur des Games. Ich finde, die Synchro-Stimmen sind echt gut gelungen, muss ich sagen, Jonas. Der sollte mal was von Ratiofarm nehmen, ja. The path the old lady told me about. It's too dark and terrifying. All sorts of negative emotions are hitting me in this blackness, and I can't see a thing. I need light. Okay. Können wir jetzt die Lampe nehmen? Alter, das ist gruselig hier in dem Wald. Also ist eins der wenigen Point-and-Click-Spiele, die wirklich Gruselfaktor haben, oder? Was meint ihr? Ich finde das schon creepy, so teilweise. Es kratzt schon an Horror-Samstags-Feeling. Also ist nicht ganz Horror-Samstags-Feeling, aber es hat trotzdem Horror-Atmosphäre. Grusel. Vielleicht können wir jetzt die Lampe nehmen, weil jetzt haben wir ja einen Grund, Licht zu benötigen. Do you mind if I take this lamp? Huh. That dust collecting thing is here because I inherited it with the house. Go ahead, but don't forget to return it. Sometimes it gets very dark in this valley. Without a lamp, I could get lost. Darker than this? Sehr schön, wir haben eine Lampe. It appears to be empty. I need to find some oil to make it work. Öl haben wir oben gefunden. Zum Glück haben wir uns hier schon überall umgesehen. Nee, Blinky ist doch da. Ich weiß nicht, Jensemann, schaltest du an bei Final Fantasy 16? Japan-Fan und Christian sehr wahrscheinlich nicht. Aber Buff Morda würde einschalten. Gamerfalk, Tropi. Ich glaube nicht, dass die Final Fantasy 16 sich nicht spoilern lassen wollen. Dragon King. Obwohl, er hat ja auch eine PlayStation 5 jetzt. Ich weiß nicht, ob er trotzdem einschaltet. Ja, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Es kommt ja erst im Mai, Leute. Wir haben noch einen Monat Zeit. Ja, mal wird schon. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, Öl war hier.
Quatsch, was mache ich denn? I have no faith in the outcome. Hä? A giant bowl made out of clay. Habe ich jetzt auf sie... Oh, achso. Ich habe auf den Baum geklickt. This should be enough. Sehr schön. Können wir die jetzt so benutzen oder macht er das? It has enough oil to work. Gut, jetzt können wir in den Wald. Oder im Juni, ja. So, dann können wir jetzt in den Wald mal gucken, wo sich unsere Schwester mit Arthur unterhalten haben soll, angeblich. Aber ob unsere Schwester wirklich damit drin hängt in dem Ritual und in den Morden und mit dem Arthur zusammen? Wir werden sehen. Und vergesst eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. This feels wrong. Hä? It has enough oil to work. Ja, dann machst du doch an. I have no faith in the outcome. Unheimlicher Wald. Hier ist irgendwo. Ich probiere mal hier Licht anzumachen. Geht nicht. Leider macht er das Licht nicht an. Und Luther, 2 Euro. Herzen rein für Luther. Hallöchen. FF16 wird nice. Ja, mal gucken. Ich gehe nochmal rein in den Wald. Wir speichern mal ganz kurz manuell. Manuell muss man wieder speichern. CD Ali auch gut. Ja, das stimmt. Robi, wir fühlen uns gerade wie die Römer am Teutoburger Wald hier. If I didn't come here, thoughts like this would never cross my mind. Hä? Irgendwas muss ich ja hier machen können, aber ich kann hier weder was anklicken. Das ist nur das Rausgehen, oder? Ja. Hab zu viel Aktenzeichen XY geguckt als Kind. Sind voll viele Fälle schon gelöst worden bei Aktenzeichen, ne?
Also ich verstehe jetzt nicht, was ich hier im Wald machen soll. Ich kann hier weder was anklicken, noch kann ich die Lampe anmachen, warum auch immer. It has enough oil to work. Ach, ich muss die ja noch... Ich muss die doch noch anzünden, die Lampe. Oder? Muss man die nicht noch entzünden, so eine Öllampe? Wir hatten mal... Wer weiß denn das? Ich glaube ja, ne? Man braucht, um so eine Öllampe anzumachen, Feuer. Das machen die selber nicht, ne? Warte mal, sie hat doch eine Kerze hier. Kann sie uns vielleicht Feuer borgen? Die Vera? Hast du zufällig ein paar Streichhölzer übrig? Do you happen to have any spare matches? You are afraid of darkness. Look into the angel's vase. Take what you find. I will. Thank you, Madame Vera. Excuse me. Gefallene Engel hier, jetzt können wir da reingucken. The Catechism says, after an angel decides to sin, he falls from heaven and becomes a demon. Die Vase vom Engel soll ich reingucken. Ach, hier. It's empty. Dann hier. I can see a matchbox, which I'm taking, and a strange crucifix that looks more like a weapon of sorts. I believe it could kill a beast. As long as I'm trapped in this valley, I might need it. And since Vera wrote I could take whatever I find in here, I'm taking that too. Eichholzschachtel. Und ein Kruzifix. It looks like a holy weapon. Where's this idea coming from? Ach, das war gut gerade. So, Streichholzschachtel und Lampe. I don't need more light here. Ach so, erst im Wald dann. Okay. Ich gehe ganz kurz Kaffee holen und bin gleich wieder da. Dann gehen wir in den Wald mit angezündeter Öllampe. Bis gleich.
So. Immer alles schön mitnehmen in solchen Leitern, ja. In solchen Spielen. Vor allen Dingen Leitern, ja. Das war legendär. Fate of Atlantis, erstes Retro-Spiel. Legendäres Rätsel gewesen. Auch schon 4 Jahre her, ne? Fast 5, oder? Trobi? Fast 5, glaube ich. Glaube ich, mein allererstes Retro-Sonntagsspiel. Da habe ich das Format aufgemacht. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sam und Max war sehr lustig, aber auch sehr schwer. Haben wir auch gestreamt am Retro-Sonntag. Oder Day of the Tentacle. So, gut, dann gehen wir mal im Wald. Und wir zünden jetzt die Lampe an. Mal gucken. It has enough oil to work. Achso, wir müssen. Ah. Oh. Nee, in die 4 war das erste. Danach haben wir an die 3 gespielt. Oh my God. This is horrible. I've never seen so many. It's a dumping site. Hä? Was liegt denn da? Abladestelle. Oh. Tote Motten? Oh, hier liegt doch ein Skelett. It's that same dreadful mass from the balcony. Whoever did this has a wicked soul. The crows must have been fetching it here and leaving it on the balcony. But for what reason? Verstehe ich auch nicht. Das ist das gleiche, was wir auf dem Balkon gefunden haben, genau, vorhin. Hier sind Fußabdrücke, aber hier liegt doch... Warum kann man diese Leiche da nicht anklicken? Das ist doch viel interessanter, das ist doch hier im Brustkorb. Moths. Symbols of fake faith. Looks like they died of infection after feasting on this mass. Boah, ich will gar nicht wissen, was das für eine ekelhafte Masse ist. Hier sind Fußabdrücke. 2 different kinds of footprints here. Fresh footprints. Ich kann auf keinen Fall sicher sein, dass einer von ihnen zur Victoria gehört. No way I can be sure one of them belongs to Victoria, but this proves Vera was right. She wasn't imagining the whispers from the woods. Ich frage mich, woher kann man meine Schwester den Aufseher kennen? Woher kann meine Schwester den Aufseher kennen? Wo haben sie sich getroffen? I wonder. How could my sister possibly know the warden? Where did they meet? He was looking for her last night before the incident. And then they talked afterwards here. Why? In den letzten Jahren muss ihr etwas passiert sein. Something must have happened to her in the last few years. Both of our parents perished, and now our bloodline is cursed. It's not a fairy tale. It's our reality. Ich muss zum Landhaus gehen und Nikolay sagen, dass ich recht hatte. I have to go to the lodge. Tell Nikolay I was right. He can do whatever he wants after that. I did my part. I'm leaving. No one can judge me or condemn me after... No! No! Oh, get off! Get off! Get off! No! No!
I have to get out of here immediately. Die Krähen greifen an, oder was? Ich glaube immer noch nicht, dass Victoria dahinter steckt. Ich glaube, Victoria wurde benutzt, wenn überhaupt sie dabei war. Unsere Lampe ist kaputt, wir gehen schnell raus aus dem Wald. Ich gehe schnell mal zu Vera und sag ihr das, was wir erlebt haben. Rosettenschleim. Okay, wir können... Excuse me. R.I.P.chen. Ich überlege jetzt, gehen wir zu ihr zurück und sagen erstmal Bescheid. Hey Steve! Bis gleich, Blinky. Und vergesst eure traumhaften Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht noch runter. Hauptsache, lasst eure Däumchen da. Wie viele Leute sind wir eigentlich noch? Dennis, hallöchen. Ich habe ein paar Streichhölzer für den Kamin übrig. Hier, nimm ein paar. Stimmt, jetzt können wir den Kamin anmachen und können die Krähen verbrennen. I have some spare matches for the fireplace. Here, take a few. Ah, for the crows. Thank you. You know, you've been good to me. I would still be going crazy if you didn't calm me down about the warden. I want you to have something of mine. Oh, was denn? What is this? Todespfeife. Was? It was given to me by the prophet. It'll help you get through the darkest of times. Es ist ein hässlicher kleiner Schädel. Wie könnte der mir denn helfen? It's a hideous small skull. How could it help me? I don't believe in unearthly phenomena, but the prophet says this whistle can ward off any demon in your vicinity. When blown, it produces a frightening scream. But remember, use it wisely, and don't show it to anyone else. All right, I'll keep that in mind. Thank you. Whose skull was used to create it? Perhaps a squirrel's or a rat's? It's so small. I don't like it. But I'll keep it. Maybe it could help me in ways I can't imagine right now. Teamerrungenschaft, Todespfeife. Eine Krähe hat mich draußen angegriffen und die Lampe zerbrochen. Ich habe sie im Wald zurückgelassen. Das war ja auch noch ein Erbstück, ne, von ihr. Die wird jetzt sauer sein. A crow attacked me outside and broke the lamp. I left it in the woods. Oh, yes. That is why I never used it. The only time I did, I was attacked too. And you couldn't have warned me? I forgot, I'm sorry. Iceman, hi. But don't beat yourself up. I don't need the lamp anyway. She said she wanted it back. Ja, eigentlich schon. Eigentlich wollte sie wirklich zurückhaben. Die Lampe. Never mind. Und Butterfly, hallöchen. Nee, die macht sauber den Boden. Die ganze Zeit schon, Andi. Mal gucken, ob ich das machen muss oder sie das macht. This feels wrong. Okay, sie macht das. Allegedly, when used, this hideous little skull wards off any demon in the vicinity. It looks like a holy weapon. Where's this idea coming from? Billige Lampe aus China. Ob wir jetzt vielleicht mit diesem komischen, mit dieser Todespfeife nochmal da reingehen können in den Wald?
Aber was soll das bringen? I'm not going back in there. Okay, er geht nicht mehr zurück. Können wir jetzt wieder zurück? Oder wir zeigen ihr mal die Todespfeife, vielleicht bringt das was? It's not going to work. Nee, okay. Excuse me. Dann probieren wir mal wieder in die Stadt zurückzukommen. Gehe zum Landhaus und rede mit Nikolay, sehr schön. Hilf Vera, ihren Geliebten zurückzubekommen. Genau, so war der Auftrag. So, wir gehen mal wieder nach Sveti Kotar. With a bit of God's help and quick feet, I may be able to get to the lodge, then straight to the station before the last train leaves. Der will immer noch den Zug bekommen. Ach man, I couldn't have Benedikt. missed the tallest building out here. This must be the lodge where Hatur resides. Ah, wir spielen jetzt gerade wieder Nikolay, der gerade im Landhaus ist. Warte mal, wir gucken mal. Hat er auch die Karte? Ne, er hat noch keine Karte. So, das ist das Landhaus, wo Hatur wohnt. Vielleicht, er muss ja wissen, wo Elisabeth ist, weil er uns diese Frau, als wir vorhin gerade eben mit Benedikt gespielt haben, gesagt hat, dass der Hatur und die Victoria in dem Wald waren. Also weiß er bestimmt, wo Victoria jetzt ist. So, wir haben hier ein... Was ist hier? Können wir ganz kurz hier hin? Bisschen zurechtfinden. Antun. Da steht jemand auf. Das ist ein Anlegesteg hier. Oder ein Anglersteg. Hier ist ein Boot. Eimer. Mal ganz kurz hier, bevor wir zum Haus gehen. Just a boat. Victoria meine ich. Floating alone in the fog. War natürlich Victoria. Elisabeth Victoria. Ich meine natürlich Victoria. It's empty. Okay. Der hat eine ganz komische Synchrostimme, der Nikolay. Irgendwie cool. Aber irgendwie auch creepy. Hallo junger Mann, wie ist dein Name? Hello, youngster. What's your name? Anton. Was machst du hier? What are you doing here? Fishing. At night? Best time. It's dangerous to be out here at night, especially for a child. Why? Didn't you hear what happened to your mayor? And what about those moon things? You mean the moon ghouls? I saw them once here on the lake. What? Wie sehen sie aus? What do they look like? What are they? Yellow. Their whole body is yellow. Except for the faces. They don't have faces. Their faces are shadows. Vielleicht deswegen die gelben Masken überall im Dorf. Hast du dich irgendwo versteckt oder wie hast du das gesehen? You were hidden somewhere? They saw me, but they could do nothing. Dr. Hatur was taking them away. Where did he take them? I don't know. The doctor told me to go away. I didn't look back. He's always good to me. Always gives me food. Says I have to gain weight. Wie läuft's bei dir mit dem Angeln? How's your fishing going? Badly. Wouldn't you need a fishing rod, net, or anything that could help you with that? I'm not trying to catch them. I'm just calling them. I want to see them.
Der will nur die Fische sehen, nicht angeln. Der See kommt mir irgendwie leblos vor. Bist du sicher, dass dieser Ort der richtige zum Angeln ist? The lake seems lifeless to me. Are you sure this is the right place to fish? I know it is. Mother Evelina told me. So your mother told you to come to this very pier at night to try to catch some fish? She must be an exemplary parent. She is good to me. She loves me. Look. She made this dress with bells just for me. Others don't have dress like this. Warum sollte sie dir ein Kleid mit Glöckchen schenken? Why would she give you a dress with bells? I can call for help when others are mean to me. Evelina always comes. Aha. Und wer sind die anderen? Others? Who are they? My brothers. Why do you let your brothers be mean? Fight for yourself. I don't want to be mean towards strangers. Mother Evelina says it is impolite. Your siblings can't be strangers to you. You live in the same house, eat the same food, maybe even sleep in the same room. We live together, but they are still strangers. See, I think they know where their parents are. I don't. Kid, are you all right? No. I want to find my parents. So, Evelina is not your mother? She told me my mother and father are living here now. Somewhere inside Lake Harley. I'm trying to call them. I want to see them. Meint der die Fische als Brüder oder was? Die gemeint sind? Do you live in an orphanage, perhaps? I live in a big house. Above our roof is a giant tower with giant bells. And we have a big courtyard. With a big wall and tall trees that prevent demons and evil spirits to visit us when they leave their underground beds. You know, when I was your age, I lived in a house such as yours. Evelina was your mother too? No, my mother's name was Olga. Was she as good as my mother? She always protected me from my brothers and sisters. You also had a dress like mine? With bells? No, but I would have loved to have one. Pass auf dich auf. Take care. Goodbye. Alle komisch hier neben dem Ort. Aber wir sollen es verdenken, ne? Bei so einem Ort wäre ich auch verrückt, glaube ich. Just a boat, floating alone in the fog. Gemälde. Uhr. Loch. Luca. Sag mal, der schläft doch auch. Oder was? Ist genauso wie dieser Barbesitzer. Na gut, hier ist ja auch nicht viel zu tun, aber dass die alle in der Lage sind, im Stehen zu pennen. Erstmal umgucken. Pula. Seems to be a painting of the place. An old coastal town with a Roman Colosseum. I see an executioner talking to small-sized men and women. I think they're about to be slaughtered. What? Komische Bilder. Na gut, hier in dem Ort ist alles komisch. Dass es schon wieder normal ist hier. Hier ist das einzige komische Bild wäre hier, wenn hier wunderschöne Blume wäre. Ein Gemälde, wo eine wunderschöne Blume oder eine Wiese drauf ist mit schöner Sonne. Das wäre das einzige komische Bild hier in der Stadt oder in diesem Dorf.
Huch. Nicholas Handel. Das Ding sieht aus wie echt irgendwie, ne? So reingescannt. I see an executioner tucked. Das hatten wir schon. Hier. Elderly women dancing with a tall, dark man around a bonfire. They seem to be happy. A man standing at the entrance of the forest, weighing whether he should venture forth. Nee, ist es nicht, Jensemann. Several people are calling for help, drowning in the ocean. Angels look down on them from the safety of the sky, proud of themselves. Pula seems to be a painting of the place, an old coastal town with a Roman Colosseum. The clock is dead at the stroke of midnight. Not sure about its usage. It simply looks like a hole. Habe ich irgendwas, um was da rein? Nee. The clock is dead at the stroke of midnight. Hier ist eine Karte. Oh, eine Karte! Can I take this map? Might come in handy while going around this valley. Why not? Nobody wants it. Nobody needs it. Take it. Okay, er schläft nicht. Er guckt nur nach unten. Endlich haben wir auch für ihn eine Karte. Ah. Sehr schön. Da müssten wir jetzt hier sein, in Goldin. My name is Luca. At your service. Die Gästezimmer sind oben, richtig? The guest rooms are upstairs, right? Sir, only the guests who are chosen are allowed to see the rooms. Die Gäste, die auserwählt sind? Wie kann ich denn auserwählt werden? How can I be chosen? Sir? You said I have to be chosen to go upstairs. Right. I don't know how you can be chosen. But who's choosing? And why? Mr. Wilde. He's not here at the moment, and I don't know when he will return. Apologies, sir. Was? Ich bin auf der Suche nach Dr. Hatur. I'm looking for Dr. Hatur. I have an appointment with him. No, you don't. Excuse me? How would you know that? The warden takes no visitors here. Only in the asylum. And I trust you are well aware you don't want to be a patient of his. Kannst du mir sagen, wo das Zimmer des Doktors ist? Can you tell me where the doctor's room is? I don't know where it is. What do you mean? You are the receptionist here. I never saw Mr. Golden's room. I only heard about it from Mr. Wilde. I have to speak to Mr. Hatur, not Mr. Goldin. I know, but like I said, I never saw his room. Dr. Hatur resides in Golden's former room. How is it possible that you don't know each and every room in this building? Have you just started working here? No, sir. I'm working here for quite some time, actually. But I'm not allowed to see Golden's room, and I don't know where it's located. How can I find Hatur, then? I don't know. Is he even in the lodge? Yes, he is. Look, you should probably ask Mr. Wilde about everything you need or want. I'm just the receptionist here. Der ist ja sehr auskunftsfreudig hier. Ich glaube, er darf nicht mehr sagen. Where is Mr. Wilde? He's not here. I know. I can see that. Where can I find him? You can't. He finds you. Luca, if you'll excuse me. Certainly, sir. Das ist ja ein Typ, ey. Eine Schüssel. No food in there. Just some tiny crumbs. Also dürfen wir
der Oscar sag ich schon, der Mr. Wild, der findet uns. Und anscheinend dürfen wir jetzt auch nicht hoch, weil wir nicht ausgewählt sind oder auserwählt. Oder ich probiere es mal trotzdem. I'm not allowed to go upstairs. Ach Mensch, probier's doch wenigstens. In jedem anderen Spiel könnte man das wenigstens probieren. Boah, das ist nun mal so, wenn man zwei Priester... What? Wenn man zwei Priester spielt. Oder Gläubige, Diakone, wie auch immer. Das ist ein Rätsel? Sieht aus wie Rätseltime, Leute. Fran Merzel. Zazu. Peter Stiebel. Jensen Cook. Ja, das stimmt. Japan. Ivan Goldin. Also ich glaube, hier fehlt uns noch ein Rätselhinweis. Branko Merzel. Sag mal, wer war Ivan Goldin hier? Fran Merzel. Ivan Goldin. Ja, hier. Gibt's den vielleicht hier nochmal? Jensen. Michael Schminder. Lake Kubilius. Peter Stiebel. Ich könnte mir vorstellen, dass das Mitglieder von dieser Sekte sind. Zazu. Patrick Paverick Meyer. Victor the 152 Cat Compa. What? Renate Zimmermann. Timo. Natalia Pietrzak. Martin Zudervliet. Loch. The clock is dead. Also ich glaube, wir müssen das Rätsel lösen und das hat irgendwas mit diesem Loch hier zu tun, dass wir da was bekommen, was wir hier in das Loch reinmachen müssen und dann... Hier ist was zugemauert eindeutig, eine Passage. I wonder, what's the story behind this bricked up passage? Können wir mit ihm noch was reden? Ich habe den dunklen Raum und die Figuren darin gesehen. I saw the dark room and the figures in there. We call it the bust room. Who are those people? Not people, just sculptures made in their honor. That's what I meant. Why did you decide to honor those people? I decided nothing, sir. The owner did. Fran Merzel. Who are they? Fran, the previous owner who renovated the place. His son, Ranko, who served as fresh meat for the crows earlier today. Golding, the original owner of this building, who also designed and built it. And several former guests who had lost themselves in the maze outside. Lost? They died in the maze? A few of them are still alive, but lost mentally. For eternity. How's that possible?
The maze is a dangerous place, sir. As old as this very building. No one alive or mentally stable knows what's really at its core. It was devised by Mr. Golden for reasons known only to Mr. Wilde. He's been inside the maze. Mr. Wilde? He was. In fact, only those who haven't been chosen were lost. If Mr. Wilde chooses you, you are safe to go. Otherwise, you venture into your doom. Warum sollte jemand das Labyrinth überhaupt betreten wollen? Why would anyone want to go inside the maze? There are stories going around. The townies, especially the elderly ones, say that Mr. Golden hid a treasure at its center. Some people come to Sveti Kotar only for the maze, and then they go inside without being chosen. Fools. Jemand könnte sich einfach einen Weg durch die Mauer aus Sträuchern bahnen oder sie ganz abreißen. Someone could just force his way through the wall of shrubs, or take them down entirely. The maze cannot be touched. It's forbidden to do so, and the shrubbery is deadly poisonous. Ich hoffe nicht, dass wir durch das Labyrinth müssen, wenn ja, habe ich schon wieder verloren. Die zugemauerte Passage dort drüben. That bricked up passage over there. Yes? What happened? It was bricked up. Why? Oh, I'm not sure, sir. That was long before my time. I just heard stories. Tell me more. I can't. All I can say is there is another way to get inside that room. Where? How do I find it? I don't know, and if I did, I wouldn't be able to tell you. Apologies, sir. Do you have a cat or a dog? No, we don't. Then why do you have a ball down there? That belongs to the King in Yellow. Do you want to tell me who that is? No, sir, I can't tell you who he is. Mr. Wilde is the only one who can. This King in Yellow, cat or dog, whatever it is, could be the key to find Mr. Wilde. And if I can get to him, I would be allowed access to Hatur's room. Who is Mr. Goldine? The architect employed by the church in medieval times. He came to town with the Inquisition, designed and oversaw the construction of the castle, church, and court. He liked the place so much he decided to stay and built this lodge for himself. Lived with his cats until he vanished one day. Vanished forever. What happened to him? Disappeared. That's all I know. Mr. Wilde surely knows more, but he doesn't want to tell anyone. Do you have a cat or a dog? No, we don't. Then why do you have a ball down there? That belongs to the King in Yellow. Do you want to... No, sir. And if I... Luca, if you'll excuse me. Certainly. Das ist ein Typ, der Luca, ey. Die haben hier alle einen an der Klatsche in dem Dorf. Und Umgebung. So. Wir müssen rausfinden, wer der König in Gelb ist. Es wird bestimmt irgendein Tier sein. Vielleicht auch eine Krähe. Wir müssen Mr. Wilde aufsuchen, damit wir in Haturs ehemaliges Zimmer reinkommen und rausfinden, wo Hatur eigentlich ist. So, hier geht's noch lang. I can't. I must be chosen to get inside. Vielleicht kann uns der Anton helfen. Vom Steg. Ich wüsste zwar nicht wie, aber vielleicht. Das ist mein einziger Anhaltspunkt. It's empty. Hast du einen Ersatzköder? Do you have spare bait? Why? I need food for a pet. He is hiding, and I need to lure him out. Das müssen wir in die Schüssel machen, Leute. You want to see the King in Yellow? Ja, genau, Anton. How did you know? He's beautiful.
That is why. Everyone wants to see the king in yellow. What are you doing, kid? That must be painful. Take it. This will definitely help you. What? He loves my skin. Der hat sich Haut abgeschnitten. Stück Haut. Mother Evelina says I can't feel pain. I use skin to cool my mother and father too. But they don't seem to love it. Only the king in yellow does. Thank you, Anton. But don't do that anymore. It could be dangerous if it gets infected. Ach du grüne Neune. Alter, benutzt er seine Haut als Köder. Jetzt legen wir dieses Stück Haut, was er uns gegeben hat, jetzt in die Schüssel rein. Take care. Goodbye. Na lecker, Heidewitzka, ey. Ja, Luther ist auch daran, muss ich sagen, hat auch die gleiche Atmosphäre, muss ich sagen. Ja, lecker. Schön erstmal ein Stück Haut von dem Kind hier im Inventar. Warte mal, guck mal an. Anton's piece of skin. Ugh, gross. But I need it for the king in yellow. Boah, ist das eklig. Benutzt der immer, da ist der König in Gelb, ist Menschenhaut. Ist das vielleicht so ein komischer Mond? Vollmond? Ghoul oder was ist da so? Jetzt bin ich mal gespannt. Doch eine Katze. Mr. Wilde has chosen you. Where is he? You called him. He answered. You can see him now. This room is the same as before, except for this yellow cat that just showed up. That is him. The king in yellow is Mr. Wilde. Mr. Wilde is the king in yellow. Ihr habt eine Scheibe, ey. Soll das ein Scherz sein? Is this a joke? Beware how you talk to the king. He's beyond your comprehension and knowing. Mr. Wilde is a cat? Mr. Wilde is the name of his earthly being. The body has an essence, a soul. That soul is the king in yellow. You can think of yourself as a lucky man. He loves to eat human skin. But I think he chose you because of the circumstances. What circumstances? Strange is the night when dark arises on a strange night like this with a full moon. Stranger still is the lost man, lost in Carcassa woods. Dr. Hatur sang today's circumstances in sorrow, but the king loves this song. So what now? Ask the king in yellow. I'm just his servant. I have to talk to a cat. Is this man one of Hatur's patients on the loose? Herrlich. Hallo, König in Gelb. Ich hätte gern deine Erlaubnis, nach oben zu gehen. Ich muss mit Hatur sprechen. I would like your permission to go upstairs. I have to talk to Hatur. The king says you are not allowed. You may, though, go to his room. If I don't go upstairs, where can I find his room? There is a passage leading to it. The king will not help you find it, but neither will he obstruct you. What are you doing? What's going on? Was? I'm not allowed to see it. You are free to step inside, though beware. It is a one-way pass. Once you get in, there is no coming back. You will have to find another way out. Der geht ja runter hinter diesen Tresen, weil er das nicht sehen darf. Ja, dann bin ich mal gespannt. Kann ich auch in das Labyrinth? Can I go into the maze?
The king says you are allowed to go. Nothing bad will happen to me? You are afraid of who you are. What does that mean? That it is safe for you. I'm only the messenger. The king says you may go. Do not seek further instruction. Just go and don't look back. Not everyone has this opportunity. Excuse me. Lucas said it's not possible to come back. Am I really ready to go in? Noch nicht. Not yet. Ich speichere mal lieber. Sonst kommen wir da nie wieder raus. Ja, das wird jetzt ein Spaß, Leute. Das stimmt, Japan. Bist du gerade auf dem Weg nach Hause? Aber bist schon angekommen, ne? So Leute, dann gehen wir mal, oder? Andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. Lucas said I'm going in. What is this place? It's like I entered into a hellish nightmare. And there's no going back now. Anton Fero Istarski. How is this possible? I remember this painting from the orphanage. Boah, ist das gruselig hier, guck mal. My brothers and sisters from the orphanage. Horrible souls deserve a horrible fate. My father, he used to tell me I'm nothing but a sin, and called me God's degenerate. My father, he used to tell me I'm nothing but a sin, and called me God's degenerate. My mother, the only person who stood up for me. Das etwa... I must be losing my mind. Mother, is that really you? Ist das ein Familiengemälde von uns oder ein Gemälde aus dem Waisenhaus? Was wir gerade angeguckt haben? Bevor ich jetzt zur Mutter gehe, gehe ich mal ganz kurz hier zu dem Porträt. Die hat einen Silberblick, hä? Oder so einen leichten? Kelly Sue Drayton. Warum sehe ich dich? Why am I seeing you? The painting from the orphanage. How did it end up in this place? Lies. In the real painting, I was standing by your side, and there were no other children. Mother? I was waiting for you. Demonic slave! Where is she? Where's my mother? Was ist das denn? No!
My back. It hurts so bad. I haven't walked so quickly since I was a first grader. Was war denn das für eine Scheiße? Alter. Ach, wir spielen jetzt gerade mit Benedikt wieder. Ich hoffe, dass Nikolay noch lebt. Ich gehe jetzt mal ganz schnell zu Anton mit Benedikt. Mal gucken, was der... I can see a white figure on the pier below. It must be a child. I'm not going there. I have to find Nikolay. Okay, wir sollen erstmal Nikolay. Was ist denn jetzt los? Der Rezeptionist ist weg, die Katze ist weg, die Schüssel ist weg, hier steht eine Leiter. Die Bude ist offen. Ah, die Katze ist hier. Ich gehe jetzt da erstmal noch nicht rein. I'm not climbing up that thing. It looks unstable. Besides, I have no reason to do it. Ah, die Schüssel ist noch da. Sind die Hautfetzen noch drin? Oder sind die mittlerweile verspeist von der Katze? It's empty, but I can see some fresh drops of blood in there. Disgusting. All alone here? Where's everyone else? Where's your owner? Come over here! Through the passage! War das der Rezeptionist? I'm not climbing up that thing. Sehr geil, interessant, das Spiel gefällt mir. Gute Nacht, Dreamy, schlaf schön. Bis morgen Abend bei Sveti Kotar. Das Bild ist neu. A man proudly seated in his king-sized chair, surrounded by cats. Could be someone important. Hier ist die gelbe Katze, der König. Von draußen. It looks shockingly similar to the cat in the lobby. It has a menacing stance, as if safeguarding its master. A congress of felines. Some people worship them and think they are superior animals. Ich glaube, die Ägypter, die alten Ägypter haben die Katzen sehr heilig gesehen, ne? Die haben sie sogar mit mumifiziert, glaube ich. A congress of felines. Some people... Die haben die, glaube ich, für überlegene Tiere gehalten. Guck mir noch das Gemälde an und danach rede ich mit den Rezeptionisten. Übrigens hat sich die Wand geändert, ne? Man müsste jetzt natürlich rausfinden, wie viel Abstand zwischen Nikolay seiner Anwesenheit hier und Benedikts Anwesenheit hier, wie viel Zeit da vergangen ist. Aber es müssten nur, wenn dann ein paar Minuten gewesen sein, höchstens eine Stunde oder so. Weil so groß ist ja das Gebiet nicht. Kelly Sue Drayton. The king says you are here to see that friend of yours. Wer ist dein König? Who is your king? The king in yellow. He who opens passages. Where is he? Spiritually, everywhere. Physically, right now, in the lobby. And yellow. A cat is your king? He is everyone's king. He only chooses to appear as a cat. Do not deceive yourself in thinking he is merely a pet. He gets angry easily, and you don't want to get him angry.
I'm trying to find Nikolay, not a friend. I don't know the man's name, but since we don't get many visitors, that must be him. If you find him, tell him he owes me a pack of matches. I had to light a lot of candles because of him. Why? What happened? When he got in here, all the lights in the lodge went out. I've never felt a stronger, more bone-chilling draft in my life. What caused the draft? I don't know. Something from the tower, I suppose. The king does not want to tell me. He's playing awfully coy about this. Nikolay didn't cause the draft, then? Yes, he did. This hallway leads to Mr. Golden's room, where your friend was headed. He caused the draft. Where did he go afterwards? Certainly not back through the lobby, as the door was closed. He could only have gone in one direction, into the tower. And from there, who knows? This building is full of secret passageways. Könntest du nach oben gehen und nach ihm sehen? Ich kann in der Lobby warten. Could you go upstairs and check for him? I can wait in the lobby. No, I've never been in this part of the lodge before. Never in the tower. And never in the warden's room. No way. He's your friend. You should go. I already told you he's not my friend. Whatever. You have no choice. The king is telling me you have to go in there. On one condition, though. I won't see him anymore. So you have to pay for his debt. What would that be? Was? I'll give you a clue. What do I need to repel darkness in the lodge? Hör mal auf diesen komischen gelben König zu glauben. You need to stop believing in that king of yours. Turn to God instead. I need something that makes fire. That's all. Pay for the debt, and I'll let you go upstairs. Okay, wir haben ja noch eine Streichholzschachtel. Dann geben wir ihm die. Here, Nikolay's debt. You may go into the tower now. Komische Typen hier. Where are you going? Now that I have this matchbox, I have work to do. Couldn't you at least wait here? Sorry, sir. I wasn't supposed to even see the hallway. I'm sure that god of yours will help you get out of there. Wait! I could have just left this town. Sometimes I don't understand myself. This room appears empty, but the candles are still lit. Okay, das sieht da einigermaßen vernünftig aus, der Raum hier. Endlich mal. Aber Nikolay ist hier nicht. Gehstöcke. Ein Buch. Schreibtisch. Loch. Not sure why I would need one. The book's title is An Inhabitant of Sabor. I could be wrong, but there seems to be something reflective at the end of the hole. I'd need something long enough to reach it. Okay, dann können wir noch einen Gehstock nehmen, bestimmt. Oder es liegt hier auf dem Schreibtisch, was? A couple of books regarding the human mind, and a quill that was used on a piece of paper to draw. Okay, Rätseltime, huh? 7 symbols, all very different from one another. The round one could be an iteration of the accursed evil eye. Kann ich das nehmen? Wooden twigs tied with tiny threads, or plant roots. 3 triangles tied in the middle, with another twig. This is beyond my interest of knowing. It must be witchcraft, or something to worship the devil.
wooden... This is... 7, the round one. 7, the round one. Gucken Sie immer hier was? A dense fog rises above the lake, creeping inland. Using one of these might help me to reach the end of that hole. Bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt mit dem Gehstock da durch das Loch gehe, Blinky. The warden's secret passage. Mal das mitnehmen? The book's title is An Inhabitant of Sabor. Übrigens der Vollmond, abgebildet ist über dem Berg, ne? It could be a trap, but I have no other choice. I have to descend. It was a harrowing walk. There was no light. Every step I made was a danger. The child at the end of the pier surely must have seen Nikolay and the warden come out of here. I should ask. Das stimmt. Er sollte das eigentlich gesehen haben, wenn die den gleichen Weg genommen haben. Geiles Spiel, das gefällt mir echt. Super. Auch die Story ist spannend. Atmosphäre und Story sind echt top. Grafik finde ich jetzt auch nicht hässlich. Willkommen zurück, Blinky. Vergesst eure Däumchen nicht. Wem es gefällt, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Hauptsache lasst eure Däumchen da. Hi, little one. Can I ask you some questions? I'm not little one. I'm Anton. Der Anton aus Turul. Anton, hast du jemanden aus dem aus dem Tunnel kommen sehen? Anton, have you seen anyone coming out of that tunnel? I saw you. That is good, but anyone before me? 2 men. One had the eyes of a dead man. What? Der eine war tot? Eyes of a dead man. Was he dead? He was breathing. The warden dragged him. Okay, er hat noch geatmet. Aber ja, Nikolay ist augenscheinlich in Gefahr. Hätten wir uns auch denken können. Where did they go? They drove away with the boat. Disappeared into the fog. Schwachen im Nebel. Also sind mit dem Boot in den See hinausgefahren. Stimmt, das Boot ist weg. Kommst du oft hierher? Do you come here often? Fishing. Yes. So you know the warden? Of course. He is always good to me. Always gives me food. Says I have to gain weight. You think he took the other man to the asylum? No. He uses the boat only when meeting with the moon ghouls. Scheiße. They always go to the same place. It's on the other side of the lake. Sag mir nicht, die wollen Nikolay opfern für die Mondghoul oder was es da sein soll. Diese komische Sekte. You saw the moon ghouls? More than once. And they did nothing to you? They could not. Dr. Hatur was taking them away with the boat. Are they man or beast? Both. Their whole body is yellow. They don't have faces. Their faces are shadows.
How do you know about that place? My mother Evelina told me all about it. Nothing else is in that direction. What did she say about the place? Klek. That is the name. When night falls, witches gather on that hill. They sing and dance in front of 3 white fingers. Mother says they once belonged to an evil giant. Who belonged? The fingers or the witches? Fingers. Witches come to Klek to call the demons from the mountain. They make and eat babies together. Ugh. What kind of woman tells stories like this to a child? Das ist eklig. Die machen Kinder und dann essen sie die gemeinsam auf. Das ist doch widerlich, ey. Isn't it dangerous to be out at this hour of night? Day, night, it's all the same to me. The only thing that matters is to finally find my mother and father. Where are they? In the lake. Hiding from me. Who told you that? Evelina. And now you are here fishing for your parents? Yes, but they don't love my skin. Or maybe they can't smell it in the water of the lake. I don't know. I have to go now. What are you going to do? Who could help me get to Klek? You need a boat. You can't walk there. It is too far away. And you can't swim. Harley is home to my mother and father. They would be angry if you did. Jones, so, where can I find a boat? On my way here, I always pass by the old man. He has a boat. Arsen is his name. Just walk into the woods left of the lodge. His house is on a small island. Okay, der kann uns dann ein Boot Take geben. care, little one. Take care, little priest. And if you see my mother and father, please tell them I'm waiting here. Okay, Leute. Jones sei gegrüßt, aber leider machen wir nicht mehr so lange. Leider machen wir nicht mehr so lange, weil ich mache jetzt Feierabend an der Stelle. Aber morgen 19 Uhr geht es genau mit dem Spiel hier weiter. Sehr geiles Spiel. So, wir müssen jetzt zu dem alten Mann auf einer Insel, der uns ein Boot geben kann, damit wir Nikolay hinterher machen müssen. Anton sagte, Nikolay sei an einem Ort auf der anderen Seite des Harley-Sees. Ein Ort namens Klek, an dem sich die Hexen versammeln, um vor 3 weißen Fingern zu singen und zu tanzen. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu schwimmen oder zu laufen. Ich brauche ein Boot und Arsen hat eins. Das ist der alte Mann, den wir jetzt aufsuchen sollen. Wo sind Antons Eltern? Na, die sind... Anton der Jünger, den ich auf den Steg unterhalb des Goldenlandhauses getroffen habe, hat mir erzählt, dass er für seine Eltern angelt. Angeblich lieben sie seine Haut nicht oder können sie im Wasser des Sees nicht riechen. Wenn ich sie oder ihr Schicksal jemals finde, werde ich es ihm auf jeden Fall mitteilen. Kinder müssen wissen, was mit ihren Eltern passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern hier in dem See ertrunken sind. Und er deshalb ins Waisenhaus gekommen ist? Zu dieser Frau, die in dieser Schauermärchen erzählt hat mit den 3 Hexen. Mit den Hexen, mit den 3 weißen Fingern da. Gut. Wir gucken mal ganz kurz auf der Karte, wo hier dieser Ort sein soll. Eine Insel. Das ist bestimmt die dann hier, oder was? Weil hier sind wir. Muss dann die Insel sein. Hier ist Klek. Hier auf der Insel finden wir ein Boot. Die Frage ist, wie wir zu der Insel kommen ohne Boot, wenn wir da erst unser Boot bekommen. Martin, schlaf schön. Schön, dass du da warst. Danke fürs Däumchen. Träum angenehm. So, was ist der Wald jetzt hier? Link? Warte mal, probier mal hier. Those shrubs look poisonous. I'm staying away from it. Okay, da ist das Labyrinth.
Was schon erwähnt wurde. Da oben waren wir. Which path should I take? Gute Frage. Entlang des Seeufers. So, da ist das, wo wir... das Landhaus, wo wir gerade waren. Hier ist ein Boot. Ist es das Boot, wo wir angekommen sind? Wo Nikolay transportiert wurde? Das kann er nicht sein. An old boat. It's covered with a tarp. An old boat. Schild. Aber früher so ein Kiosk stand da. This drawing reminds me of an ichthys, a secret symbol of early Christians. Stimmt, dieser Fisch. Das kenne ich von Gabriel Knight 3, dieses Symbol. Hier ist die Wurstfachverkäuferin drin. Gewesen. Hier ist eine Tür. Markierungen. I see pentagrams, and the letters V, M, I, and K. These are witch marks, carvings created to ward off evil spirits from the house. Arson? Who is it? It's Benedek, Ah, sir. hier ist der. Sorry to disturb you, Das ist but die Insel. I've been told you could help me. Who told you that? A boy named Anton? What do you want? Ich brauche ein Boot. I need to get to the other side of the lake. It's important. You can walk or swim. The lake doesn't look inviting to dip in, and it's cold. Didn't you just say it's important? If it is, you can do it. Guter Punkt. Aber ich brauche dringend sein Boot. How long would it take me to get to Klek on foot? Klek? Probably a day. Why would you want to visit that damned locality? A man I'm trying to find could be there. You strangers. Why even come to this town? It wasn't my choice. Either way, you are a captive now. We are all captives of this place. Imprisoned souls waiting for our savior. Sir, with all due respect, this town needs a legion of exorcists to be saved. It needs just one soul with pure faith. One man, one soul to free us all. Is that boat over there yours? What are you, Benedek? What do you mean? I don't know you. You don't live here. Who are you? I am Benedek Dochnani. I serve God. You are a priest. A monk from Budapest. Good. We shall continue this conversation then. Okay. What places do you recommend I visit while in town? You don't get to explore this place. If it doesn't devour you first, then only by the grace of God did you escape its swallow. We are surrounded by Carcassa in every direction. The Udav mountain above us, and the Henna River and Lake Holly lay dead below. No animals live in this valley, except for the damned crows. Nothing grows or breathes inside these waters. We see death everywhere. People still live here.
It amazes me. This is a valley of righteous men and women. We may be scared, with one foot in our graves, but we never lose faith, and we never succumb to darkness. A day will come when the light will win. Okay, er glaubt an Gott, das heißt, wir haben Pluspunkte als Priester. Wir haben Pluspunkte als Priester, weil er an Gott glaubt. Also er glaubt noch, hat noch ein bisschen Hoffnung hier für diesen Furzladen namens Sveti Kotar. What did last night's effigy symbolize? You were there? Unfortunately. I never do. I don't like crowded places. But I could see the fire from here, and it was beautiful. We torch it every year on the day of our patron saint, Ivan Kotar. The giant symbolizes a member of the Saboran tribe. Ein Mitglied des Stammes der Saboren. Ist es dieser Kannibalenstamm? Yesterday was October 28th. What happened on that day? The day Ivan Kotar was murdered. Oh. Murdered? Yes, we celebrate, nay, glorify the final moment of Kotar's long sacrifice for our ancestors, and thus, for us. Who murdered him? Decapitated by Vatican emissaries. What? For what reason? Accused of allying himself with the darkness from the mountain. It was such a horrible decision. Poor man gave his life for this town and its inhabitants, only to end up locked in his room and ultimately slain like an animal. The more I hear about this town and its mysteries, I just can't believe it. Was weißt du über die Mondkuhle? What do you know about the moon ghouls? They are everywhere. In the water, in the town, and the forest, on the mountain, and in the mala. Mala? What is that? It's what you strangers call fog. Hell, even some Katarians call it that because they don't know, or don't want to accept the truth. The moon ghouls are in the fog? Mala is not what it seems to be. It is not fog. You feel any humidity? Have you noticed the ground? It is completely dry. Because Mala is not a mass of water particles. Okay. What is Mala then? The remains of dead Saborans, or as many prefer to call them, moon ghouls. Die Kannibalensekte ist damit gemeint. If they don't pronounce the tribe's true name, that they will be safe, which is nothing but a fallacy. Like I said and thought 100 times before, this place is doomed. We just need one man, a savior, someone like our Ivan Kotar from the past. What do you do here? Trying to stay alive for as long as possible. I mean, what do you do for a living? I sell fish. Ja, aber an wen denn? Hier kommt doch nie einer lang und kauft was. Genauso wie mit dem Landhaus. Rezeptionist, obwohl gar kein... Na gut, das war ja im Prinzip nur Fassade für den Odin. Oder diese Taverne in Sveti Kotar. Auch kann mir nicht vorstellen, dass da ein- und ausgegangen wird. That old camper across the bridge is yours? Yes, it was home to my parents before they settled in Sveti Kotar. They were... Wanderers? I wanted to say fools. I loved them, but for God's sake, why choose this town to start a family? We don't get to pick our parents. And yet whatever they do, we never stop loving them. Maybe it's not love. Maybe we are cursed the moment we are born. You fish in the lake? I never did. The waters are dead. Nothing grows or lives in them. Fish are sent to me every once in a while from other regions in Croatia. I have friends, mostly in Istria.
Könntest du Jakov Prenger? Warte mal, wir waren nochmal Jakov Prenger. Did you know Jakov Prenger? He was our priest. Ah, And a good friend of mine. I heard he disappeared. On a full moon night. Like many others in the past. And that's it? No one knows what happened to him? I'm afraid all we can do is pray for his soul. Das haben wir schon an dem schwarzen Brett gesehen, dass viele Leute vermisst wurden. Immer im Jahresabschnitt der Vollmondnacht. 93, 91, immer am gleichen. Hast du in letzter Zeit eine Fremde gesehen? Victoria, stimmt. Mal gucken. Have you seen a female Müssen wir stranger auch noch lately? finden. No. No? Without even giving it a Denk thought gerade nur an first? Nikolay. No one visits me except Ida, the souvenir shopkeeper. I am sure I saw no female strangers in years. Wegen des Bootes habe ich gefragt. Genau, das wollten wir ja eigentlich. Wir müssen ja Nikolay finden. Und dann irgendwann auch Victoria. Und vielleicht können wir auch das Rätsel lösen zu den Eltern von Antun. Das Schicksal. Ich nehme mal an, dass die ertrunken sind hier im See. Sonst würde er sich nicht so benehmen. Und den Geliebten von der Blinden und Stumm. Und der, wie heißt der, Vera? Müssen wir auch noch finden. About the boat. You can't have it. Oh, Warum? I didn't mean... I've never used one. I thought that maybe you could go with me. No! The boat is occupied and no one can use it. And even if it wasn't, I am too old and too weak to board it. Besetzt von was denn? Occupied by what? You have my permission to uncover the top. Why don't you just tell me? It's better if you see it with your own eyes. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ich will gar nicht die Plane wegmachen. Mal gucken, was da wieder zum Vorschein kommt. Do you know anyone else who could lend me a boat? No one goes to the lake. There are no other boats. That's a lie. What about the boat at the lodge? You don't want to find yourself on that one. It belongs to the asylum. I'm the only one with a boat. No other inhabitant has one. Why would they? There's nothing here, and it's dangerous. Okay, ich nehme jetzt die Plane ab vom Boot. Ja, wir haben ja die Erlaubnis von ihm und er sagt es uns nicht, weil wir es mit eigenen Augen sehen sollen. Ich habe Angst. Excuse me. Ich habe Angst. Oh Gott, na mal gucken. Ja, ist gut, Luther. Aber als mit Controllersteuerung ein bisschen nervig, glaube ich. Point and Click. Oh my God. Ja, es war klar. Ach, scheiße. Sind das vielleicht die Eltern von Antun? Two bodies. Two children. Ah, 2 Kinder. Long dead. Why the priest's robe and nun's habit? 2 Kinder sollen das sein. Two bodies. Why the priest's robe and nun's habit? I've never seen a wood so dark in color as this one. It's almost like coal. I don't want to look at those corpses anymore. It's me again. You keep the corpses of 2 children in your boat? My father and mother were small people. Midgets, as some would say. What are they doing in there? Laying peacefully in their temporary grave. Why the massive cross on top? To protect them from the moon ghouls. Faith is the only thing that wards them off. But not for long. Was it torched? The wood is very dark. I made it from the trees that grow behind my house. I would never torch a cross. They were clergy? No. I dressed them as such to protect their bodies. The moon ghouls eat flesh, and they don't care if it's warm or cold. Jo-Tricks, ja, das kann man.
A temporary grave? They were recently exhumed and I had to take care of them. I don't understand. Who exhumed them? Henry, the priest of Sveti Kotar. He banished me from the church, and so my parents had to move out from the town's graveyard. Soil outside the church walls is tainted. The boat was the safest place. Welche Sünde hast du denn begangen, dass du verbannt wurdest? What sin have you committed to have been banished? Son, we are all original sinners, waiting for redemption. We are, but you did something to deserve it. God knows that is not the truth. Listen, talk to Henry. Reason with him. He must unban me. Why would I do that? Because you need the boat. Dann. If Henry accepts, I could move my parents back into their grave and the boat would be free again. It's an opportunity to fulfill Father Imre's wish as well. Also wir müssen zum Priester von Sveti Kotar, also von der Stadt, von dem Dorf hier, müssen irgendwie ihn dazu bringen, den Bann von ihm, von Arsen aufzuheben, damit wir sein Boot bekommen, damit er wieder seine Eltern wieder dort beerdigen darf. Auf kirchlichem Boot, und dann ist das Boot frei, dann können wir mit dem Boot dann Richtung anderes Ufer, da wo Nikolay ist. Gut, alles klar. Where can I find his church? The church of Ivan Kotar. Go back through the square, find the police station, then follow the alley to your right. Just be sure not to stray into Kuga. Wicked, evil people wander the former school district. They have no soul and have lost all faith. Pass nur auf, dass du dich nicht nach Kuga verirrst. In dem ehemaligen Schulbezirk treiben sich schlechte, böse Menschen herum. Sie haben keine Seele und greifen und haben jeden Glauben verloren. Okay, das sind wir auch. Aber wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Wie wir weiter vorgehen müssen, ist schon mal gut. You have no intention of telling me what you did? I don't know. One day, he just said we are not welcome anymore. You have to ask him. Vielleicht sagt uns der Priester, warum er verbannt wurde, warum er hier gebannt wurde von der Kirche. Und seine Eltern deswegen vom kirchlichen Friedhof exhumiert wurden. I'll see what I can do. He's not an easy man to talk to, but maybe he'll be more reasonable with you, monk. Okay. Excuse me. Okay. Wissen wir, was wir zu tun haben für morgen oder heute Abend 19 Uhr, wenn es weitergeht bei dem Spiel hier? Also ich finde das Spiel super geil und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und wie es dann letztendlich auch ausgeht. Das hat auch übrigens auch ein DLC bekommen, das heißt die gelben Maske. Da geht es dann anscheinend noch um die Vorgeschichte zu dem hier, wie das alles begann. Bin ich auch sehr gespannt. Wenn mir das Spiel weiterhin so gut gefällt, wie es mir bis jetzt gefällt, dann werde ich auch das DLC spielen. Ne?
Bei wem wurdest du denn gebannt? Jotrix. Bei welchem Streamer kennen wir den? Hey, was hat er denn gemacht? Jensemann. Was ist denn passiert jetzt? So, ich wünsche euch eine gute Nacht. Träumt was Schönes für die, die jetzt ins Bett gehen. Schlaft schön. Was ist denn passiert? Mir gefällt das auch, Matthias und Black Wolf. NL, schlaf gut. Und Luther, danke für den Euro. Herzlichen rein für Luther nochmal zum Abschluss. Schlaf gut, Japan, und bis morgen. Nee, es geht ja nicht darum, dass er ihn wieder einblendet, sondern ich wollte nur wissen, warum er gebannt wurde. Ich kann nämlich nichts erkennen. So, jetzt. Da ist nochmal die Alarmbox gewesen. Dankeschön. Luther für den Euro. Jotrix, du kannst wieder schreiben. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was ist denn passiert? Ich weiß jetzt gar nicht, worum es ging. Ich habe ja dem Spiel gefolgt. Heute Abend 19 Uhr, Luther. Morgen 19 Uhr, Jotrix. Bei wem wurdest du denn getimeoutet? Ja, ist eigentlich auch egal. Nee, der wurde voll bei jemand anders getimeoutet. So habe ich das verstanden, Jensemann. Nicht bei uns. So, na gut, haben wir das geklärt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, träumt was Schönes und ich freue mich schon, wenn es morgen Abend weitergeht. Oder heute Abend, 19 Uhr, geht's weiter mit Sveti Kotar. Ich hoffe, wir finden Nikolay. Wir finden letztendlich dann hoffentlich auch Victoria. Wir können das Schicksal von Antuns Eltern klären und den Geliebten von Vera finden. Beziehungsweise die Überreste sehr wahrscheinlich. Und das Ganze hier lösen. Morgen oder heute Abend geht es auf alle Fälle weiter. Ich bedanke mich auch für die ganzen Spenden und für die ganzen Resubs. Sehr, sehr lieb. Und wer Lust hat, mit mir zusammen weiterzuspielen oder zuzugucken, wie es weitergeht. Heute Abend 19 Uhr. Macht's gut, schlaft schön und tschüss.